Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pixel Buddies Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid und schön, dass auch ihr da seid, meine Mitpodcaster. Heute mit dabei ist Micha. Moin. Der Tristan. Hallo. Und André ist auch dabei. Hi. Hallo. Wir haben uns gedacht, wir wollen ein bisschen heute über Handheld Gaming sprechen. Wir haben nämlich in den letzten Aufnahmen gemerkt, jeder hat irgendwie in seiner Gaming Vita mal irgendwann Handheld-Geräte gehabt oder hat sie noch oder zumindest in der Schublade liegen und vielleicht vergammeln sie auch mittlerweile. Und deshalb haben wir gedacht, jeder hat ein bisschen was zu erzählen und wir haben auch relativ unterschiedliche Geräte und ein bisschen krude Geräte vielleicht, über die wir reden können und dann wollen wir mal gucken, was das Thema so hergibt. Ich habe mal ein bisschen die wichtigsten Handhelds der Vergangenheit rausgesucht und eine kleine Liste angefertigt. Und wir sind dann aber auch relativ zügig bei dem großen Game Boy. Aber um kurz vorher einzusteigen, würde ich sagen, gucken wir mal nach 1977. Da gab es von Mattel eines der beliebtesten Handhelds, frühen Handhelds, nämlich Mattel Football. Ihr könnt euch das eigentlich vorstellen wie ein Taschenrechner. Und oben, da wo ihr normalerweise die Zahlen habt, ist das kleine Display mit LED-Anzeigen, unterteilt in vertikale Linien, was quasi die Yards beim Footballfeld anzeigt. Und drumherum ist tatsächlich so ein bisschen das Stadion modelliert mit Tribünen. Und die kleinen LEDs sind dann an- und ausgegangen und so konntet ihr euer Football-Team steuern. Also sehr rudimentär und man kann quasi noch nicht wirklich von Grafik sprechen. Sagt euch das was? Habt ihr da irgendwas von mitbekommen, dass es so früh schon Handhelds gibt? Nee, ich hatte aber diese Spielzeuge von McDonald's mit den Ringen, wo man Luftdruck machen musste. Klingt auch ein bisschen danach. Analoge letztes Jahr noch Handhelds. ein gutes von. Ja, tatsächlich könnte man das auch als analoges Handheld bezeichnen. Aber wir reden ja über elektronische Geräte. Aber guter Einwand, ja, an die habe ich auch nicht gedacht. Ja, also Taschenrechner sind auch irgendwann natürlich zum Spielen benutzt worden, aber das hatte im Prinzip nur, um jetzt euch eine Vorstellung zu geben, etwa die Bauform wie ein Taschenrechner und auch ähnliche Tasten. Ja, Micha hält gerade seinen Taschenrechner hoch. Mittlerweile, heutzutage ist es natürlich fast einfach, da auch ein bisschen was drauf zu spielen. Da wurden Aber in der Schule auf jeden Fall die Spiele hin und her getauscht, auf dem TI 83. Das gab es bei mir tatsächlich nicht. Ich habe nie auf dem Taschenrechner gespielt. Aber würde Doom darauf laufen? Es gab Ja. Doom, aber nicht gut. Das sind eigene Portierungen. Ja. Hauptsächlich wurde der ja auch benutzt, um in Mathe-Klausuren besser abschneiden zu können. Genau. Ich weiß noch, dass meine Programmierungserfahrung da damals angefangen hat. Auch mit Programmen, wo man dann vorgaukeln kann, dass der resettet wurde. Weil der Lehrer ist natürlich vor so einer Klassenarbeit auch immer rumgegangen und hat dann den wieder zurückgesetzt. Und man wollte ja nicht alles verlieren und sowieso nicht die Programme, die man für die nächste Klassenarbeit dann braucht. Ja, sehr Und clever. dann wurde ein Programm geschrieben, wo dann diese Schritte, der Lehrer hat dann alles immer selber gemacht, damit er auch sicher gehen konnte, dass das resettet war. Und da wurden halt Programme geschrieben, die das dann so angezeigt hätten, wenn er einen bestimmten Knopf drückt, dass es dann so aussieht, als wäre der zurückgesetzt worden. Aber mit einer Tastenkombination konnte man dann doch wieder in die Programme rein. Ah ja, okay. Sehr interessant. Nee, so weit habe ich es nie getrieben, aber interessant. Das waren so meine Anfänge. Ja, ich glaube, Mattel hatte auch noch andere. Ich weiß noch, eine Art Rennspiel gab es noch, was natürlich von oben Verkehr kam da runter, den man dann ausweichen musste. Der lief dann von oben nach unten durch. Ich glaube, Micha das hatte winkt ich. mit dem Finger. Ja, das war dann keine Uhr, ne? Das war so ein kleines Ding mit einem kleinen Lenkrad davor. Und den das hatte gab's ich auch. Aber müsste der ich geht, jetzt glaube ich, schon nicht lügen. mal als Handheld. Ja, Nee, ich müsste jetzt lügen, von portabel. welcher Firma das war. Es könnte auch Mattel gewesen sein, aber das war auch sowas Interessantes. Es war im Hintergrund beleuchtet und ich glaube, es war tatsächlich mit einer Folie dargestellt. So ein kleiner roter Kasten mit einem, glaube silbernen Lenkrad und einem Ganghebel, über den man die Geschwindigkeit einstellen konnte. Ich hatte den nie selber, aber ich fand den immer super cool bei einem Kumpel damals. Aber im Prinzip, die Spielmechanik war ähnlich. Also man ist eine Straße lang gerast, langsamerer Verkehr kam einem quasi entgegen und musste da ausweichen.
Ja, und was ich auch interessant fand, am Anfang der 80er gab es natürlich die tollen Casio-Uhren und auch die sind irgendwann auf den Trichter gekommen, dass man ja rudimentäre Spiele auf der Uhr darstellen kann, also noch vor der Nintendo Game & Watch Serie, was auch eine Verbindung zu Uhren hat, aber das waren ja Uhren, die man irgendwo hingestellt hatte. Gab es tatsächlich auch von Casio und auch von Sonic kleine Handgelenksuhren, auf denen Videospiele liefen. Tatsächlich auch Lizenzspiele zu Zelda und Mario, die aber wenig mit den Originalspielen, wie wir sie jetzt vom NES oder SNES kennen, zu tun haben. Und ja, ich weiß nicht, wie populär das war, wirklich auf den Uhren zu spielen. Das war vielleicht mal ein netter Zeitvertreib zwischendurch, aber viel mehr kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ja, und dann ging das so weiter und als nächstes auf meiner Liste habe ich eigentlich schon den großen Gameboy stehen, der dann alles verändert hat. Und ich glaube, den hatten wir wahrscheinlich alle in irgendeiner Art oder irgendeiner Form. Ich persönlich hatte den großen grauen noch. Ich habe den irgendwann zu Ostern bekommen. Ich nehme mal an, also 89 rausgekommen. Ich schätze, dass es irgendwann 94, 95 gewesen sein muss. Da habe ich meinen Gameboy bekommen. Der war allerdings schon gebraucht damals. Ja, ich hatte meinen auch gebraucht gekauft, damals hier im Real um die Ecke. Und hab dann direkt natürlich das Pokémon-Spiel gekauft. Hab dann aber rausgefunden beim Spielen, dass der B-Knopf nicht funktioniert. Und dann habe ich den zurückgebracht. Das merkt man ja auch erst gar nicht, weil am Anfang drückst du immer nur A bei dem Spiel. Und wofür der B-Knopf da war, wusste man am Anfang ja auch gar nicht, bis ich dann mal aus dem Menü raus wollte und es einfach nicht funktionierte. Und hab den dann zurückgebracht, hab dann aber die Gelegenheit genutzt und bin dann direkt auf den Game Boy Color umgestiegen. Den grauen hatte ich gar nicht lange. Ja, meine Frau meinte auch, sie hätte den Game Boy Color, glaube ich, 96 bekommen mit Pokémon. Das war zeitlich nicht ganz richtig. Ich glaube, der Color kam 97 und Pokémon 98, irgendwie ein Jahr versetzt. Aber selbst die hatte einen Game Boy Color und der liegt hier immer noch, der kleine lilane Game Boy Color. Der hatte dann die Bauform von Game Boy Pocket, glaube ich. Der kam noch davor. Der hatte noch keine Farbe. Den gab es noch dazwischen, meine ich. Und gab auf jeden Fall noch einige Varianten vom Game Boy. Aber der Color hatte schon eine andere Bauform. Also wir hatten damals als Familie so mehr oder weniger ein Game Boy Pocket. Und also den grauen Klotz, den hatten wir tatsächlich nicht. Den hatte aber mein Stiefbruder, da habe ich manchmal gespielt. Wir hatten dann den Pocket. Und irgendwann gab es von meinem Vater zum Geburtstag Game Boy Color mit The Legend of Zelda Oracle of Ages. Was halt phänomenal war damals. Und der Color, das war halt beim Pocket, war auch das Ghosting viel extremer tatsächlich als beim Grauen. Ich weiß gar nicht warum, aber beim Grauen, da war ja eher dieser Grünstich überall. Das hatte der Pocket, wenn ich mich richtig erinnere, nicht. Dafür hat der so ein extremes Ghosting gehabt. Wenn du da irgendwas gespielt hast, hast du immer so gefühlt, hast du die ganze Zeit so eine Linie hinter dir gezogen. Und der Color war dann so, das war so geil. Es war keine Hintergrundbeleuchtung, aber das war schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, bei mir war es damals, ich habe den grauen zum Namenstag bekommen. Aus irgendeinem Grund war der Namenstag bei uns in der Familie damals ein großes Ding. Ich weiß auch nicht genau, kommt irgendwie von der Familie meiner Mutter oder so. War das mal ein Trend oder so? Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Aber die gratulieren sich weiterhin alle irgendwie zum Namenstag und schenken sich Blumen und so Kleinigkeiten, was auch immer. Und das ist mehr so bei den Katholiken so, glaube ich. Ja, sind sie. Das ist ein Ding. Und bei mir gab es da den gebrauchten grauen großen Ziegelstein Gameboy mit Tetris natürlich und da dann auch direkt drauf hängen geblieben, wobei es eine Ewigkeit für mich dann auch keine neuen Spiele gab oder so, da war ich einfach zu klein für. Ich war wahrscheinlich irgendwie sowas um die 5, also war glaube ich 1990 oder 91 oder so und irgendwann gab es dann das Upgrade zu dem Goldstück hier. Yep. Das ist immer noch den ich damals als Kind hatte, sogar mit dem schlechten, ich glaube damals irgendwie, das Magazin ist scheinbar Mausklick, das diese Pokémon-Sticker hatte. Da waren noch ganz andere Sticker drauf, die habe ich alle irgendwie noch entfernt bekommen, aber bei dem, der ist leider über diesem anderen Ding, den kriege ich nicht mehr ab. Aber das ist einfach, für mich war das immer unkaputtbare Hardware. Ich habe die über die Jahre immer wieder
mal rausgekramt und auf Flohmärkten kaufe ich mir immer noch gerne mal ein Spiel für einen Gameboy. Da sind einfach absurde Klassiker drauf rausgekommen. Ja, es war auch clever, das Ding so stabil zu machen, weil Nintendo klar war, dass das von Kindern gebraucht wird und war auch super. Ich glaube, ab dem Game Boy Pocket hat es nur noch 2 Batterien gebraucht. Der alte große hatte noch 4 Batterien, aber der ist auch effizienter geworden, habe ich gelesen. Also der ist jetzt, der Pocket und Color ist nicht unbedingt viel kürzer in der Laufzeit. Und das hat ihn auch so ein bisschen zur Konkurrenz abgehoben. Ich habe noch geguckt, gleichzeitig kam von Sega das erste Handheld raus. Das war eigentlich so die größte Konkurrenz des Game Gear. Allerdings hat es direkt 6 Batterien gefressen. Hatte auch ein Farbdisplay schon 89 oder 90. Aber war halt viel größer, viel teurer. Und deswegen, glaube ich, hat sich der Game Boy dann auch durchgesetzt. Und es war natürlich super clever, Tetris als Bundle mit anzubieten. Jeder hat Tetris gespielt, selbst Leute, die wenig mit Videospielen anfangen konnten, mit tatsächlich klassischen Videospielen wie Jump'n'Runs oder sowas. Aber ich weiß auch noch, dass meine Mutter wie versessen drauf war. Ich hatte von meinem Game Boy lange nichts, weil meine Mutter ständig Tetris gespielt hat. Tristan, du wolltest was sagen. Ja, genau wegen der Konkurrenz, das mit den Batterien war ein großer Punkt, weil die Konkurrenz hat ja versucht, zum Beispiel auch, das war ja nicht nur ein Farbbildschirm, wenn ich mich richtig erinnere, war der sogar mit Hintergrundbeleuchtung. Also das, Ja, genau, der hat schon Hintergrundbeleuchtung. was man eigentlich auch haben wollte. Aber der Energieverbrauch war massiv. Und Ja. damals war das ja auch nicht so verbreitet mit, du kaufst dir wiederaufladbare Akkus. Und dann jedes Mal so diese sechs Batterien zu kaufen, das ging halt auch ordentlich ins Geld. Und das war tatsächlich damals ein großer Punkt. Plus der Einstiegspreis. Wenn man bedenkt, ich glaube, der Gameboy, der graue Kasten, hat damals 100 Mark gekostet. 170 zur Einführung. Aber tatsächlich noch erschwinglich. Also ich habe jetzt nicht geguckt, was das Game Gear gekostet, aber ich nehme an, das Game Gear müsste bei 250 oder sowas gelegen haben. Würde ich jetzt schätzen. 170 vielleicht zur Einführung, aber es ging relativ schnell, hat er sich, glaube ich, auf 100 eingependelt. Weil das Ding, das hat ja auch nichts gekostet. Also das war ja auch damals, das sieht man heute gar nicht mehr so schön. Damals waren Konsolen ja auch super schwingend. Ich habe letztens erst geguckt, N64 war bei wie viel? 250, 300 D-Mark oder sowas. In so eine Topline-Konsole und auch die Handhelds, auch der Color hat nicht wirklich viel gekostet später dann. Und das hat natürlich auch dazu geholfen und zeigt aber auch mal wieder, es geht nicht immer um die beste Grafik, sondern auch um Convenience. Wie leicht ist der Zugang und auch einfach den Spielspaß. Sowas wie Tetris. Das ist ein super simples Ding, was man auch auf dem Taschenrechner spielen kann. Und da fesselt die Leute bis zum geht nicht mehr. Also wenn du dir das Ganze von deinem Taschengeld organisieren musst, dann sind auch 250 Mark eine unfassbare Stange Geld. Aber gehe ich auch alles mit irgendwie. Das Ding kam halt auch noch in so einer fantastischen Plastikhülle, die einfach unkaputtbar war und bis heute gehalten hat. Also die Dinger haben halt einfach, es gibt ja auch diese Gameboys, die es ins Museum geschafft haben, die irgendwie einen Brand überlebt haben. Das waren immer noch Irak oder so waren ja bei der Explosion. Genau, ja. Das sind einfach, das ist Hardware, die gebaut wurde, die war einfach super effizient und effektiv in dem, was, ne, beides einfach abgehakt. So, du brauchtest wahrscheinlich im Zweifel 2 Entwickler oder so, die du daran setzen konntest, um ein vernünftiges Spiel zu bauen. Und gleichzeitig konntest du das in einer unfassbar schnellen Zeit im Vergleich zu den großen Konsolen oder sowas entwickeln. Ja. Da sind ja auch unendlich viele Spiele für rausgekommen. Ich habe noch mal eine Liste durchgeguckt. Damals wurde ja auch fast jeder Film, der rausgekommen ist, wurde in ein Gameboy-Spiel verwandelt. Von Lethal Weapon bis E.T., wo wir nicht weiter drüber wollen, wurde ja alles irgendwie in Spiele verwandelt. Ja. Weil es einfach günstig war und das einfach so auch verbreitet war. Ja, was tatsächlich interessant ist, wir sagen jetzt, es war schön simple Technik und nicht ganz so teuer, aber tatsächlich gab es damals hauptsächlich 2 Entwickler. Gunpei Yokoi, der hat damals die Game & Watch-Serie davor entwickelt und Satoru Okada, die haben sich ein bisschen in die Wolle gekriegt, habe ich gelesen, weil der eine, also Gunpei Yokoi, wollte tatsächlich die fortschrittlichere Variante und hat sich dann am Ende auch tatsächlich durchgesetzt und es ist zum Gameboy gekommen und sein Partner wollte tatsächlich wieder was Einfacheres, also was eher dem Game & Watch entsprochen hat. Und wir sagen, jetzt ist zum Glück die einfachere Hardware im Konkurrenzumfeld
gewesen und günstig zu bekommen. Aber tatsächlich war er damals der auf die Fortschrittlichkeit gepocht hat und sich dann am Ende durchgesetzt hat. Ja, und das Ding, was ich auch noch auf der Liste stehen habe hier, ist, war ja so erfolgreich, dass selbst für die Heimkonsole es den Adapter für Super NES gab, den Super Game Boy, dieses Modul, wo man quasi dann das Game Boy Modul eingesteckt hat und dann konnte man auf dem Heimfernsehen quasi die Game Boy Spiele spielen, was schon fast wieder in Bezug ist zum heutigen Hybrid-Konsole, Steam Deck und Switch und so weiter, könnte man behaupten. Und man hatte dann halt einen dicken Rahmen drum, weil die Auflösung nicht groß gezogen wurde. Aber man hatte auch schon die Möglichkeit, so Farbpaletten anzuwenden. Ich weiß aber nicht, wie stark sich das dann unterscheidet, weil im Game Boy Color gingen ja auch die normalen Game Boy Spiele, ob das etwa dieselben Farbpaletten waren. Ich glaube, das waren sie nicht. Ich glaube, beim Game Boy Color konntest du über irgendeine Tastenkombination oder sowas auswählen und dann hat er das mehr oder weniger automatisch gemacht. Und ich erinnere mich zumindest daran, dass bei Donkey Kong 94, das unfassbarer Titel irgendwie, fängt an wie das alte Arcade Donkey Kong und nach dem 3. Level bricht das Ganze auf und wird zu einem Mario-Spiel, bei dem mehr oder weniger die ersten fetten Moves von Mario 64 mit pilotiert wurden. So der Trippelsprung ist da als erstes mit drin. Cool. Und da war es so, dass das war so mehr das große Zugpferd für den Super Game Boy. Und da wurde quasi, da war, glaube ich, mit auf der Cartridge war die Information für den Super Game Boy, die dann genutzt werden konnten. Zum einen gab es einen speziellen Rahmen, der dann bunt war und 16-Bit Mario-Elemente enthalten hat und so. Und die Spieleinfärbung war dann speziell für dieses Spiel. War bei Pokémon dann später zum Beispiel auch so. Ja, ich glaube, spätere Spiele haben das tatsächlich unterstützt. Die hatten dann mit auf der Karte die Information. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es ist bei Spielen, die quasi davor rauskamen. Die wurden dann auch irgendwie rudimentär eingefärbt, glaube ich. Das war generisch, ja. Ja, ich weiß aber nicht, wie sehr sich das vom Game Boy Color unterschieden, aber so grob in die Richtung. Und du hattest auch aufwärtskompatible Spiele, wie Pokémon oder Link's Awakening Deluxe Edition, die auf dem normalen Game Boy funktioniert haben, in den 4 Color-Gedöns. Und auf dem Game Boy Color aber volle Farbenunterstützung hatte. Also die waren aufwärtskompatibel. Das waren Game Boy Spiele, die aber schon mit dem Game Boy Color im Sinne entwickelt worden sind. Ja. Ja, wir haben schon die ganze Zeit über Pokémon gesprochen. Tatsächlich kam Pokémon relativ spät im Gameboy-Lebenszyklus. Ne? Also es war für den Gameboy nochmal so ein zweiter Frühling. Ich meine, da war schon der Pocket bzw. der Color aktuell, aber das hat dann die Gameboy-Verkäufe wahrscheinlich nochmal ordentlich gepusht. Ja, da war ich einer von. Da bin ich nämlich erst dazugekommen. Da gab es mein Pocket Upgrade. Mein Gameboy Pocket Upgrade. Das ging da nochmal richtig ab. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, korrigiert mich da, wenn ich da falsch liege, war Nintendo auch am Überlegen, schon was auch immer damals die Entwicklung des Game Boy Advance war, schon vorher an den Markt zu bringen. Und weil die Pokémon-Manie mehr oder weniger so um sich gegriffen hat, hat das ganze Hardware-Business nochmal so angekurbelt, dass die Einführung verschoben haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Internetgerücht ist, mehr oder weniger, aber ich meine, da mal einen Artikel drüber zugelesen zu haben. Gelesen habe ich es jetzt nicht, aber macht zumindest von der Erzählung her Sinn, dass man dann, man weiß nicht, wie sicher sie sich waren, wie sehr Pokémon einschlagen wird, aber hätte dann auf jeden Fall Sinn gemacht. Ja, ich habe eben schon kurz angerissen. Habt ihr noch was zum Gameboy, bevor ich jetzt jemanden ins Wort falle? Pokémon durch mein Alter, das war halt auch genau die Zeit. Und man muss übrigens auch hier erwähnen, wir reden ja von einer riesigen Lifespan vom Gameboy. Ja, also das ist ja Wahnsinn, weil ich bin ja 91 geboren, das war ja nachdem der Gameboy überhaupt erst rauskam. Und wo ich in der Grundschule war, das war dann so, wo dann so der Übergang kam zum Gameboy Color. Und dann kam ja aber auch Pokémon erstmal nur für den normalen Gameboy und dann die zweite Generation war das, was ja auch aufwärtskompatibel war. Jeder hatte einen Gameboy. Jeder. Das war irre. Ja. Und jeder hatte auch ein Link-Kabel, lustigerweise. Genau. Das fand ich krass, dass eigentlich auch jeder so ein Zusatzzeug gekauft hat. Ich will gar nicht wissen, was Nintendo eine Kohle damit gemacht hat, mit diesem blöden Kabel, was ja wahrscheinlich 5 Cent in der Produktion gekostet hat und dann irgendwie für 10, 15 Mark verkauft wurde.
Aber das war Wahnsinn, das war Standardrepertoire. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass du ein Barebone irgendwas verkaufst, ein Handheld, und jeder hat dieses Accessoire, was du extra kaufen musst. Ja. Aber man braucht es halt, um Pokémon zu tauschen. Meine erste Kamera war eine Gameboy-Kamera. Oh ja, auf die wollte ich auch gerade hinaus. Ich hätte sie rauskramen müssen. Ich habe da hinten im Schrank habe ich sie noch liegen. Ich glaube, ich habe mir die nachträglich... Nee, den Printer hatte ich nicht, aber ich habe mir die Kamera tatsächlich nachträglich wieder gekauft. Also ich habe mir einen grauen Gameboy wieder gekauft irgendwann mal und ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich fand diese Kamera so cool und dann gab es bei eBay Kleinanzeigen für 5 Euro oder sowas und ich habe mir nochmal eine Kamera dafür gekauft und es ist echt unterirdisch, wie schlecht und wie das Stück Software, was dabei war du konntest irgendwie einen Selfie machen, deinen Kopf ausschneiden und auf irgendwelche Figuren pappen und ganz, ganz krude Sachen gab's da. Michael macht gerne. Die Spiele waren, glaube ich, dann eher so auf Game & Watch Qualität, wenn ich mich da noch so richtig dran erinnere. Genau, dieses Jonglierspiel, wo du deinen Kopf einfügen konntest, das war tatsächlich ursprünglich mal ein Game & Watch Spiel. Ja. Was mir gerade noch so durch den Kopf ging, was ich auch richtig krass fand, damals bei dem ersten Gameboy, was wahrscheinlich auch irgendwie ein Vorteil war, den Nintendo einfach ausgespielt hat, ist, dass sie ihre krassesten Entwickler quasi auch Gameboy-Spiele entwickeln lassen haben. Also viele von den Gameboy-Spielen fühlen sich nicht so an, als wären sie quasi so das stiefmütterliche Ding, was da mal irgendwie so nebenher entwickelt wurde, sondern das ist ein vollwertiges Zelda, was da rausgekommen ist mit Link's Awakening. Das ist ein Klassiker, der heute quasi immer noch von vielen irgendwie unter den Top 3, Top 5 Zelda-Spielen ist oder so. Nicht umsonst geremaked wurde. Auch, ja. Und du hast auch andere Firmen, die quasi hingegangen sind und sowas. Es gibt mit Metal Gear Solid Ghost Babel auch ein Metal Gear Teil für den Game Boy Color, der quasi mehr oder weniger ein vollwertiges Metal Gear ist. So, klar fehlt da so ein bisschen was an Filmsequenzen und so, aber was das Gameplay angeht und so, das ist ein 2-Button-Handheld. Also da sind so komplexe Spiele für rausgekommen, sollte man nicht meinen. Ja, ich weiß auch nicht, die meisten, also es gibt ja auch Metal Gear auf dem NES ging das schon los. Also wir haben ja nicht nur Metal Gear Solid, was dann auf der PlayStation losging. Das war ja damals schon eine Marke. Mit der Komplexität, ich finde das ja auch krass, das habt ihr bestimmt schon mal von gehört, die haben ja damals auch an einem komplett vollwertigen Resident Evil Port gearbeitet für den Game Boy Color. Da geistern ja diverse erste Alpha-Versionen rum im Internet und das ist ganz schön beeindruckend. Das sieht total mistig aus, wirklich, aber das ist total beeindruckend, wie die das auf die Reihe bekommen haben. Wahnsinn. Auf dem Game Boy Color. Also wirklich PS1-mäßig, auch von der Steuerung mit den festen Blickwinkeln und sowas, irre. Ich habe hier gerade eine Fehlermeldung bekommen, sorry, dass ich da gerade reingrätsche. Er sagt mir, ich hätte kein Disk Space mehr, aber ich habe noch eigentlich dicke. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Ja, deinstallier mal schnell Monster Hunter oder so. Ich weiß es nicht, auf welche Platte du aufnimmst. Ich mache hier mal gerade Footnotes. Ich kann auch nicht in die Call-Settings gehen oder irgendwas. Das war wahrscheinlich über den Browser und der Browser wird bei dir, denke ich mal, auf C installiert sein, ne? Da gehe ich von aus, ja. Wo speichert er das? Wo kann man das sehen? Ja, ich drücke mal kurz auf. Stürzen. So, dann machen wir hier weiter. Tristan, du hast gerade vom Resident Evil gesprochen. Ja, und war fertig. Mich hat ja netterweise gewartet. Alles klar. Ja, dann soll es eigentlich zum Gameboy gewesen sein und dann gehen wir mal weiter in unserer Zeitlinie. Zum Gameboy gab es natürlich auch ein paar Konkurrenten, einen von Atari, den Atari Lynx. Da habe ich allerdings auch nicht allzu viel Informationen. Ich weiß auch nicht, ob es sich lohnt, drüber zu sprechen. Der kam circa 2 Monate nach dem Gameboy raus, hatte zwar 16-Bit-System und war ein bisschen fortschrittlicher, aber wahrscheinlich hat auch ihn die Batterieverbrauch geplagt, das Gerät, und insgesamt kamen 71 Spiele raus und ich weiß nicht warum, aber sie haben sich dazu hinreißen lassen, tatsächlich noch einen Nachfolger davon rauszubringen.
Aber das hat an sich in der großen Masse keine Bedeutung irgendwie gefunden. Was da schon eher eingeschlagen hat, war der Sega Game Gear. Den habe ich tatsächlich auch persönlich mal gesehen bei einem Bekannten und war da relativ fasziniert von. Ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, der hat halt 6 AA-Batterien, ein Riesengerät für damalige Verhältnisse. Heute hält man es gegen Steam Deck und das war meiner Erinnerung nach vergleichbar, würde ich behaupten, aber halt ein riesen Plastikgehäuse. Und hatte, wie wir schon gesagt hatten, ein Farbdisplay, was auch hintergrundbeleuchtet war. Und hat auch einen Nachfolger bekommen von Sega, das Sega Nomad. Das ist dann aber definitiv gefloppt. Allerdings, was ich da interessant fand, das hatte schon einen TV-Anschluss und war eine der ersten Hybrid-Konsolen, kann man es nennen. Ja, dazu gab es damals zu dem Zeitpunkt halt unfassbar viele Anzeigen in Videospielmagazinen. Und gerade mit diesem TV-Gerät, wo halt so eine Antenne dran war und so, ein Kumpel hatte das tatsächlich. Ich habe es nicht oft zu Gesicht bekommen, tatsächlich auch, weil die Batterielaufzeit einfach, so gerade wenn du das TV-Ding benutzt hast oder so, zum einen, die Qualität war unfassbar schlecht. Ihr erinnert euch vielleicht auch nicht, daran, dass man bei Fernsehantennen zum Teil, also wie man da rumtesten musste, bis man den richtigen Winkel hatte und so. Ja. Und mit einem Handheld-Gerät, das du in der Hand hast, kannst du das halt vergessen. So, ja. Das hat nicht gut funktioniert. Die Werbung hat das deutlich besser verkauft, als das Gerät dann am Ende funktioniert hat. Also beim Nomad habe ich gesehen, der hatten tatsächlich einen Cinch-Ausgang für Videosignal. Wahrscheinlich hat das dann besser funktioniert, als das drahtlos zu überspielen. Allerdings kann ich mir halt auch da vorstellen, wenn man das Gerät nicht gleichzeitig am Fernseher und am Strom hatte, um das Fernsehgerät mit Ausgabesignal durch Batterien zu versorgen und so weiter, das weiß ich nicht, wird sich nicht durchgesetzt haben. Aber ich fand es cool, dass das im Prinzip so früh schon möglich war. Natürlich nicht wie heute mit einer Dockingstation oder eventuell sogar kabellos oder sonst irgendwas. Aber die Möglichkeit bestand auf jeden Fall schon. Hattet ihr noch irgendwelche Handhelds rund um die 90er? Also, was ich nicht hatte, aber was man so im Nachgang immer alles herausgefunden hat, was ich sehr spannend fand, ist das Neo Geo Pocket gewesen immer, wenn man so die Geschichte davon hört. Einmal, technisch ist das ja super interessant, das Ding. Auch weil der Stick selber mit diesen Micro-Switches, das war ja hochpräzise, war ja auch die Zielgruppe, so Fighter-Spieler und sowas. Aber was ich ja so geil am Neo Geo Pocket fand, war ja, das kam ja Ende der 90er raus. Und ein Jahr später kam das Neo Geo Pocket Color raus. Und das war halt wirklich ein Witz den Kunden gegenüber. Also so dreist hinzugehen und ein Jahr später schon den Nachfolger zu machen, der dann viel besser ist mit Farbe und Schlaglicht, das war schon lächerlich. Also so kann man sich halt auch die Kundschaft vergraulen. Ja, da haben sie bestimmt gedacht, ey, wir nehmen das Weihnachtsgeschäft jetzt in dem Jahr noch mit und hauen halt die Schwarz-Weiß-Variante raus. Und nächstes Jahr müssen sie halt dann upgraden auf die Farbvariante. Das war schon herrlich. Aber technisch gesehen, cooles Ding. Und was ja auch in der Zeit viel war, waren ja diese ganzen Tiger Electronic Games. Ich glaube, da hatte jeder bestimmt von uns ein paar. Und was es da ja auch gab, war von Tiger Electronics tatsächlich auch ein Handheld. Ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland erschienen ist, in Amerika auf jeden Fall, der Game.com. Und der hatte schon Nintendo DS-mäßig einen Touchscreen mit Stift. Total krass. Ja, den habe ich auch auf Bildern gesehen. Ziemlich cooles Design. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, die Designs damals, ich habe mich so daran erinnert, als ich zum ersten Mal das Steam Deck gesehen habe, was auch unheimlich unhandlich aussieht, wenn man es erstmal sieht, aber auch das Sega Nomad, das ist sogar so diagonal, das ist gar nicht rechteckig, sondern läuft zu einer Seite schräg nach unten und man hat ja trotzdem die Mega Drive Kassetten einlegen können, die dann oben noch rausgeguckt haben, aber wieder gerade parallel zur Unterkante und ganz eigenartig. Ich glaube auch, ich meine, das wäre das Atari Lynx gewesen, was man für Rechts- und Linkshänder benutzen konnte, so dass man das ganze Gerät auf den Kopf gestellt hat und hatte dann die Button halt auf der linken Seite und das Steuerkreuz auf der rechten Seite. Das war quasi symmetrisch aufgebaut, also die Designs waren schon teilweise sehr, sehr abenteuerlich von den damaligen Konsolen. Ganz ehrlich, was Technik angeht, die Ende 90er, Anfang 2000er, das war Wilder Westen für Technik.
Das war insane, was da teilweise für Experimente rauskamen. Aber andererseits habe ich gedacht, wir haben halt auch Handhelds später gehabt, die super edel aussahen, aber halt überhaupt nicht gut in der Hand lagen. Die waren zwar klein und flach, aber um sie wirklich in der Hand zu halten, fand ich zum Beispiel die PlayStation Portable eher mäßig. Das sah cool aus mit dem Klavierlack und das relativ dünne Gerät und so weiter, aber gut in der Hand lag das auch nicht. Der Analogstick war eine Katastrophe, wenn du den im Spiel benutzen musstest. Ja, das war so ein Schiebepad quasi. Wo wir bei unhandlich sind, ich hätte noch eine Ehrennennung aus den 90er Jahren, der Virtual Boy. Der war da, der richtig, richtig krass war. Aber wenn man bedenkt, dass der auch in den 90ern, der ja auch parallel zum Game Boy rauskam und die hatten da schon VR in Anführungszeichen. Aber schon krass, dass sie sich da überlegt haben und im Endeffekt haben sie es ja einfach zu früh auf den Markt auch geworfen. Das hätte vielleicht sogar ganz interessant werden können. Die Technik dahinter ist tatsächlich ganz spannend, weil das ist ja ein LED-Stripe, der mit einem Motor die ganze Zeit hin und her bewegt wird und dadurch ein Bild erzeugt und dann so gespiegelt wird auf die Augen, wo man halt die ganze Zeit davor sitzen muss. Aber technisch gesehen wirklich, wirklich interessant, nur halt viel zu früh auf den Markt gebracht. Ich weiß gerade nicht mehr aus dem Kopf, was der Grund war. Ich glaube tatsächlich auch, der Release vom N64, wenn ich richtig erinnere, war dann so der Grund, warum sie dann den Virtual Boy irgendwie rausgehauen haben vorher. Mhm. Ich meine, das hing auch damit zusammen, dass es halt auch immer mal wieder so eine 3D Craze irgendwie im Kino gibt und dass das parallel auch am Start war. Und es war, glaube ich, das Wunschsystem von dem Gameboy-Erfinder, dass er wollte an dem Ding arbeiten und hat das als sein Baby gesehen, wenn ich das noch. Ja, müsste ich nachgucken. Kann ich mir vorstellen, weil das quasi eher durch den Gameboy sich so ein bisschen die Sporen verdient hat, dann auch sein persönliches Ding da durchzudrücken. Es ist nur, stellt sich die Frage, kann man es als Handheld bezeichnen? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, musste man es immer auf den Tisch stellen und dann da reingucken. Ja, aber man musste auch gleichzeitig die Controller in der Hand halten. Ja, aber es war auch komplett batteriebetrieben. Es war so halb stationär, halb Handheld. Dass es batteriebetrieben war, wusste ich gar nicht. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, das hing am Netzteil. Es gab ja kein richtiges Display. Das ist ja, deswegen war das auch so stromsparend, weil die Technik wirklich, wen das interessiert, das ist super cool. Das war nur 2 LED-Stripes, die mit dem Motor hin und her bewegt worden sind. Mehr war das nicht. Deswegen konnte das ja auch nur eine Farbe darstellen. Die dann halt rot war. Ich glaube, das war eine fürchterliche Wahl. Rot, das ist so aggressiv. Weil dann hat er auch für Kopfschmerzen gesorgt, bis zum geht nicht mehr. Hast du es mal gespielt? Bitte? Hast du es mal gespielt selber? Nie. Würde ich aber gerne mal ausprobieren, um nach einer halben Stunde mich zu übergeben, wahrscheinlich. Wer weiß, ob man es eine halbe Stunde aushält. Ich glaube, ich hätte schon Nackkenstarre, wenn das nicht auf der richtigen Höhe quasi auf einem Stativ steht. Ist halt heute ranzukommen unglaublich schwierig. Ja, also als Sammlerobjekt natürlich super interessant. Da hast du richtig Zahlen für. Das auf jeden Fall. Ja, wenn ihr sonst nichts aus den 90ern habt, würde ich weitergehen zur PlayStation Portable 2004. Skip mir den Game Boy Advance. Ja. Was? Oh, den habe ich. Nein, können wir gerne machen. Dann habe ich den auf meiner Liste nicht drin. Ich habe nur den Nintendo DS gleichzeitig zur Konkurrenz zur PlayStation Portable. Ja, aber dann können wir natürlich gerne den Advance noch machen. Der Advance war ja der absolute Hammer, obwohl ich glaube, zumindest in meiner Erinnerung ging der Siegeszug erst richtig mit dem SP los, der halt klappbar war, dadurch auch geschützt war und halt die Hintergrundbeleuchtung endlich hatte. Weil an sich war der Game Boy Advance dieser ursprüngliche, der ja so länglich war. Also zumindest in meiner Erinnerung war der nicht so erfolgreich. Viele von meinen Freunden hatten auch noch den Color. Und als dann der SP rauskam, den hatten dann auf einmal alle. Das war wirklich so ein Ding, was dann auf einmal alle hatten. Und hat natürlich auch super coole Spiele gehabt. Hat so die ersten 3D-G-Versuche im Handheld-Bereich gehabt. Gab es übrigens auch. Resident Evil 1 wollten sie auf dem Game Boy Color umsetzen. Resident Evil 2 wollten sie auf dem Game Boy Advance umsetzen. Gibt es auch eine ganz coole Demo in 3D tatsächlich. Mit 3D-Animation. Auch super spannend. Und war aber eigentlich mehr vom selben. Also ich fand den Advance nie so spannend. Es gab für den Advance einige Sachen, die
wirklich cool waren und anders, finde ich. Also es gab ursprünglich hat Nintendo irgendwie gesagt, die wollten keine 4 Buttons reinbringen, damit nicht nur Super Nintendo-Spiele geportet werden, nur um am Ende selber einfach nur Super Nintendo-Spiele zu porten. Also war ein bisschen weird an der Stelle. Aber ich habe hier zum Beispiel noch den Mikro. Den Mikro von damals. Das war auch ja, sehr geil. Der war richtig cool. Da konnte man die Faceplates austauschen, wenn man Bock hatte, da irgendwie was Cooles Neues drauf zu packen. Und eine Besonderheit am Game Boy Advance war, dass es dafür zum Beispiel Serien gab für Kinder. Du konntest einzelne Folgen von Serien auf einer Cartridge kaufen in einer unfassbar schlechten Auflösung. Okay. Und die dann quasi auf deinem Game Boy Screen gucken. Sah richtig scheiße aus. Die Soundqualität konntest du vergessen. Aber war so quasi wie Videokassetten damals, nur mit einer Serienfolge. Und wofür das System halt auch noch bekannt war, mehr oder weniger. Es gab ja auch den Game Boy Player für den GameCube damals. Leider hatte der GameCube mit dem GameCube-Controller einen Controller, der überhaupt nicht dafür ausgelegt war, 2D-Spiele zu spielen, mehr oder weniger. Das Digipad war super klein und ja. Aber man konnte das ganze Ding auch irgendwie verbinden, um bestimmte Extras freizuschalten in GameCube-Software. Das ging schon in die Richtung Wii U damals. Das war quasi das erste Grundkonzept. Es gab zum einen Spiele wie Pac-Man, die dann quasi mit asynchronen Spielern funktioniert hat. Der am PC, am Fernseher gespielt hat was anderes gesehen als die Leute auf den Bildschirmen. Und ich fand das immer super faszinierend. Ich habe es leider nur 2-mal ausprobiert und ich glaube, in beiden Fällen war André dabei. Wir haben damals unsere Gamecubes mit den Gameboy-Playern, kleinen Extra-Fernsehern und ich habe einen Game Boy Advance SP von meiner Cousine abgekauft. Das war dieser unsäglich hässliche Game Boy Advance SP mit den Tribals drauf. Ich weiß nicht, ob ihr den wo Mario noch hier das Tribal-Tattoo drauf hat und so auf dem Arm. Und damit konnte man dann Spiele spielen, wie zum Beispiel Zelda Four Swords Adventures. Auch da hat man quasi mit dem GameCube-Spiel hast du ein gemeinsames Adventure gehabt und sobald es dann irgendwie in kleine Dungeons ging oder so, hat jeder seinen eigenen kleinen Bildschirm gehabt auf dem Game Boy Advance. Oder Final Fantasy Crystal Chronicles. Da hat man dann auch irgendwie das ganze Spiel und so fand auf dem Fernseher statt. Die ganzen Menüs hattest du auf deinem kleinen Game Boy Display. Und das waren schon irgendwie extrem coole Sachen, die es mittlerweile auch gar nicht mehr so, das kann keine andere Hardware. Also in der Art und Weise zusammenarbeiten, dass du im selben Raum sitzt, aber jeder sieht was anderes. So, das haben sie einmal noch versucht und das war's. Es war ein kleines Stück Individualität, die damals irgendwie noch da quasi mit drin war. Auch so Splinter Cell Maps, die dann extra so, das ganze Radar war auf deinem Gameboy und so, da waren coole Sachen dabei. Da muss ich aber auch ganz klar sagen, da schiebe ich bis heute einen Hass auf Nintendo, weil klar klingt das auf dem Papier schön, aber sie haben komplette Inhalte und Spiele hinter so einer Paywall gepackt. Ich habe Crystal Chronicles damals geliebt, aber der Kumpel, mit dem ich das immer spielen wollte, der hatte keinen Advance, ich hatte keinen Advance. Dann wollten wir einen Advance von einem anderen Kumpel leihen, aber wir mussten ja auch noch die Kabel organisieren, hatte kein Schwein und damals gab es noch kein Amazon und da ranzukommen, war im Gegensatz zum Link-Kabel, was du überall kaufen konntest, dieses blöde Verbindung, das haben wir nicht gefunden. Dann konnten wir Crystal Chronicles nicht zu zweit spielen, weil du im Mehrspielermodus das gebraucht hättest und selbst wenn, hätten wir voll auf die Fresse bekommen, weil, wenn du zu zweit spielen wolltest, brauchtest du ja 2 Game Boy Advance mit 2 Kabeln. Und tut mir leid, das war, ja klar, das klingt ganz cool in der Theorie, aber in der Praxis war es eine Sauerei. Also man konnte was auch geht, ja? Ist ein zweiter Fernseher, ein zweiter GameCube mit Game Boy Player und dann hast du den halt davor stehen. Und das Kabel hätten wir trotzdem gebraucht. Also das habe ich gemacht, ne? André, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir hatten in der Garage einmal den großen Fernseher stehen, darunter einen kleinen Fernseher, da war ein zweiter GameCube dran angeschlossen. Und auf der anderen Seite dann den Game Boy Advance SP.
Ja. Das erinnert mich daran, dass Gran Turismo auch fähig war, also im Simracing ist es relativ üblich, 3 Bildschirme zu haben, um ein größeres Sichtfeld zu haben. Gran Turismo 5 hat es, glaube ich, damals unterstützt, wenn du einfach 3 PlayStation 3 gehabt hast, 3-mal Gran Turismo gehabt hast und 3 Fernseher gehabt hast, dann konntest du auch Triple Screen mit Gran Turismo spielen. War ein bisschen finanzieller Aufwand, aber technisch möglich. Hat kein Schwein gemacht. Ich muss sagen, das hat Nintendo aber später ja auch ein bisschen wieder wettgemacht mit dem zum Beispiel Nintendo DS. Da konntest du dich ja sogar verbinden. Und wenn einer zum Beispiel bei Mario Kart, wenn einer das Mario Kart hatte, konnten sich die anderen in das Mario Kart, ohne dass die das überhaupt das Spiel haben, auch mitspielen. Ne? Ja. Also da haben die ein bisschen Pluspunkte wieder gesammelt. DS-Download-Spiel war das, genau. Das war tatsächlich ein cooles Feature. Ich meine, sollen wir das als Übergang direkt nutzen? Weil dann kann ich direkt sagen, das hatte die PSP nämlich nicht. Deswegen gab es nur einen Freund im Freundeskreis, der einen PSP hatte, der Rest hatte alle Nintendo DS. Ja, aber Moment, das Interessante beim DS war ja, dass die untereinander kommunizieren konnten, ohne dass man einen Wi-Fi gebraucht hat, auf die zugreifen mussten. Dafür hatte die PlayStation Portable halt normales Wi-Fi-Modul und man konnte. Hatte der DS aber auch. Für Online-Spiel hattest du Wi-Fi, aber du hattest auch dieses lokale Netzwerk und wie gesagt, PictoChat, geil, was wir für Quatsch in PictoChat gemacht haben. Immer auch vor allem so, wenn wir irgendwie auf der Klassenfahrt oder sowas waren, im Bus dann 2, 3 DS, wir haben Quatsch gemacht. Geil. Ja, der macht gerne Nintendo DS. Ja, ich muss leider sagen, ich habe meinen damaligen Game Boy Color, den ich sehr geliebt habe, getauscht damals mit meiner Schwester. Was ich damals für einen richtig guten Tausch hielt gegen den guten alten Nintendo DS. Heutzutage bereue ich den Tausch ein bisschen, muss ich sagen, weil ich wesentlich mehr Gameboy spiele als Nintendo DS. Aber das Coole an dem war natürlich auch, dass ich da die Game Boy Advance Spiele noch mit reinpacken konnte. Ne? Somit konnte man eine Generation überspringen und hat dann einfach die nächste Generation gekauft. Und kann quasi an dieser Konsole halt beides spielen. Ja, das fand ich ein bisschen verwirrend in der Recherche, rauszufinden, welche Gameboy-Varianten, also von Ur-Gameboy und die Varianten, dann Advance und dann DS, welche wie kompatibel untereinander waren. Aber im Großen und Ganzen war es eigentlich immer eine Generation zurück, runter, richtig? Ja, kommt drauf an. Ich glaube, der zweite DS, dieser DS Lite, der noch rausgekommen ist, der hatte die Abwärtskompatibilität schon nicht mehr. Der DS, weil sie das Modul rausgekommen. Also theoretisch war das möglich, also wenn man auch ROMs draufgeladen hat, konnte man immer noch nativ Game Boy Advance Spiele spielen. Das war ja nur physisch wurde das beschränkt. Also von der Hardware selber, die drauf war das okay, du hast halt das Modul nicht mehr. Aber ansonsten galt halt eine Generation, beziehungsweise beim Game Boy Advance 2 Generationen. Du konntest normal Game Boy und Game Boy Color spielen. Dann immer eins runter. Und was halt beim Nintendo DS auch noch cool war mit dem Game Boy Advance, weil du ja auch gerade Pokémon gezeigt hast, dass du dann von dem Advance-Spielen über Pokémon, ich weiß nicht, ob es Pokémon Bank schon für den DS gab, aber du kannst auf jeden Fall die Pokémon übertragen in die neue Generation für den DS, wenn du die alten hattest, weil du ja beide Spiele gleichzeitig reinpacken konntest. Das war auch ein Geniestreich, um die Leute auf den DS zu kriegen, zu sagen, ey, wisst ihr was, ihr könnt diesmal sogar komplett alles übertragen und die 2, 3 Generationen weiterschleppen. Genial. Und von da konntest du dann ja über den Nintendo 3DS später, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr in die Zukunft gehen, auch nochmal alles übertragen. Also ab dem Advance hast du Softwaremöglichkeiten, deine Pokémon bis zum 3DS zu übertragen. Und beim 3DS glaube ich auch auf die Switch. Genau, mittlerweile kannst du sie komplett vom Game Boy bis hoch zur Switch kannst du sie hochladen, sag ich mal. Vom Game Boy, wenn man mit ROMs und so arbeitet, aber mit dem ganz offiziellen Weg geht's ab dem Game Boy Advance. Ich glaube, mit dem 3DS konntest du die alten Gameboy-Spiele spielen und dann von da. Nee, weil das war das Virtual Console, das konntest du nicht übertragen, nein. Hätte Nintendo bei machen sollen, aber das ist das moderne Nintendo, das ist nicht mehr so cool wie das alte. Ja. Das ist das, was mich bei diesem Nintendo Online auch so am meisten gestört hat, dass sie diese Pokémon-Spiele einfach nicht mit reingenommen haben beim Gameboy, ne? Gut, dass du Nintendo Online sagst, denn ich fand's krass, wie fortschrittlich Nintendo zu dem Zeitpunkt irgendwie war und wie wenig davon sie dann für die zukünftigen Handhelds und so mit reingenommen haben. Wenn du dir zum Beispiel Metroid Prime Hunters anguckst oder sowas,
war mehr oder weniger ein Arena-Shooter, so ein bisschen wie Unreal Tournament oder Quake 3 mehr oder weniger. Richtig cool, dass das auf dem auf dem Nintendo DS so funktioniert hat. Und wenn ich mich richtig, ich weiß nicht mehr, ob das Ding Voice-Chat hatte oder ob das ein Pokémon-Spiel war am Ende. Aber es gab auf dem Nintendo DS auf jeden Fall Multiplayer-Spiele, die Voice-Chat unterstützt haben. Und also Hunters glaube ich nicht, weil Hunters kann mich sehr, sehr gut dran erinnern, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir hatten damals zu Hause noch kein WLAN. Dann bin ich immer in die Stadtbibliothek gefahren, wo es gratis WLAN gab, nur um Metroid Prime Hunters online spielen zu können. Und die Stadtbibliothek bei uns, weil ich komme ja vom Land, da war 10 Kilometer mit dem Bus hinfahren. Nur um Hunters online spielen zu können. Ich habe hier gerade eine Liste aufgerufen. Hunters wird auf jeden Fall aufgeführt bei VoiceChat. Und Pokémon Diamant, PL Platinum und diverse Yu-Gi-Oh!-Spiele anscheinend. Fortschrittlicher als die Switch. Ja, in einigen Bereichen auf jeden Fall. Manche Dinge konnten sie schon und haben dann vergessen, wie es geht, hat man das Gefühl. Ja. Was ich auch krass fand, zu dem Zeitpunkt wieder, ich habe ja gerade schon mal gesagt, beim Game Boy war es schon absurd, wie viele hochwertige Spiele dafür rauskamen, die dann irgendwie auf den kleinen Bildschirm irgendwie gepackt wurden und ein vollständiges Spielerlebnis waren. Und ich fand es beim Nintendo DS auch einfach faszinierend, wie einfach jede größere Videospielfirma versucht hat, ihre Dinger dahin zu kriegen. So, Microsoft hat das über Rare noch quasi mit unterstützt. Du hast Spiele wie Age of Empires 2 in einer rundenbasierten Version, die es da gibt. Oder Prince of Persia, auch irgendwie als Rundenstrategiespiel. Einfach weil es mit den Dual-Screens irgendwie gut funktioniert hat. Du hast Splinter Cell portiert von der, wie hieß denn dieses Handheld-Gaming-Phone nochmal? Vom N-Gage. Aber das war schon 3DS, nicht DS. Nee, das war der DS. Oder? Nee, stimmt. Es gab auch eine DS-Version, ja. Aber stimmt, das N-Gage gab es auch zu der Zeit. Und Call of Duty. Es gab Ego-Shooter für Nintendo DS quasi von den. Die waren nicht schlecht. Die waren nicht so schlecht, wie man jetzt meinen sollte. Ja, aber wenn du einmal Hunters gespielt hast, dann war jeder andere Ego-Shooter für den DS schlecht. Also Metroid Prime Hunters ist so ein unfassbar guter Ego-Shooter gewesen, der so gut mit dem Touchscreen funktioniert hat, was ja ein bisschen wie Maus war. Also man hat ja wirklich den DS vor sich hingelegt im Endeffekt und dann so gespielt. Und das sah immer sehr verkrampft aus, aber das war eigentlich ganz komfortabel. Und das hat einfach wunderbar funktioniert. Und dann die hier Free for All mit 4 Leuten in der Arena, mit den verschiedenen Huntern, mit den verschiedenen Fähigkeiten. Da kam einfach kein anderer Ego-Shooter dran. Also, aber was man hier auch vielleicht mal als Konkurrenz erwähnen sollte, die PSP kam raus. Und die PSP war ja wirklich auch ein Riesenerfolg. Und wegen diesen Portierungen von den großen Dingern, GTA, sage ich nur, für PSP. Das war damals schon krass. Also, auch für DS. Ja, Chinatown Wars war nicht schlecht. Es gab auch schon für den Game Boy Advance gab's einen GTA-Teil, der war nur okay. Aber der PSP-Teil, das war ja waren ja die PS2-Spiele mit einer neuen Storyline, aber die PS2, es war ja im Prinzip die PS2-Spiele. Und das war damals schon, also da habe ich schon so ein bisschen neidisch geguckt. Ich konnte mir halt nicht beides leisten. Wie gesagt, ein Kumpel hatte das, dann hat man mal reingeguckt. Das war schon so, wo ich gesagt habe, krass. Und natürlich dann, damals hat Monster Hunter richtig angefangen, kam ja eigentlich für die PS2, aber der Erfolgszug hat auf der PSP angefangen. Ja. Ich habe meine PSP erst wesentlich später gekauft. Ich war auf einem USA-Urlaub und 2009 kam wieder Gran Turismo in meiner Timeline. 2009 kam Gran Turismo für die PSP und dachte, oh geil, das ist quasi Gran Turismo 4, wie du schon dachtest, ähnlich wie mit den GTA-Teilen. Quasi das vollwertige Gran Turismo 4 für die PSP und aufgrund dessen habe ich mir tatsächlich im Duty Free damals auf dem Flug kam der Typ mit dem Wagen vorbei und ich habe irgendwie im Heftchen gesehen, ich hatte eigentlich gedacht, ja komm, das Ding kaufst du zu Hause und dann dachte ich, ach geil, das gibt's im Duty Free und dann habe ich im Flugzeug tatsächlich die PSP gekauft, ausgepackt und mit dem Restakku, der noch auf dem neu gekauften Gerät quasi drauf war, noch angefangen zu spielen. Ich weiß, dass Echo Chrome dabei war, so ein Rätselspiel mit so MC Escher Optik und da habe ich meine PSP damals gekauft. Wie gesagt, das war allerdings schon 5 Jahre nach dem Original-Release und das war schon die PSP 2000. Die war schon ein bisschen dünner und ich glaube, das Display war ein bisschen besser als beim Original.
Ja, aber war auf jeden Fall ein cooles Gerät. Ich habe aber tatsächlich nicht allzu viel drauf gespielt, außer Gran Turismo, weil auch mein Laufwerk dann relativ schnell kaputt gegangen ist. Es hatte hinten diese UMD-Discs. Das waren quasi so Mini-Discs in so einer Hülle, die man hinten in diese Klappe reingesteckt hat. Das ging super, super schnell kaputt, war super anfällig. Diese UMD-Discs sind gleichzeitig die am coolsten aussehenden Speicherformate, finde ich. Also das war für mich damals irgendwie wie so ein Science-Fiction-Moment, die Dinger in der Hand zu haben und da reinzupacken. Das sah aus wie in einem 90er Cyberpunk-Film oder so. Ich fand die immer mega nice. Aber das war der größte Scheiß aller Zeiten. Ganz ehrlich, also wer auf die Idee gekommen ist. Ja, also als ob uns damals die Discmans schon nicht gesagt haben, es ist keine gute Idee, Discs portabel zu machen, selbst mit Anti-Skip und sowas. Und das war einfach nur Müll. Und dann proprietär, alles proprietär. Und dann hast du da Filme für gekauft und du warst halt gelockt auf der PSP, keine Chance, das woanders. Nee, Katastrophe. Ich weiß auch nicht, wer ernsthaft Filme auf diesen UMDs geguckt hat. Also es gab ja wirklich Spielfilme zu kaufen auf diesen UMD-Discs. Und auch die Speicherkarte damals war ja auch proprietär. Das war in Zusammenarbeit, glaube ich, mit SanDisk, aber das war keine normale SD-Karte, sondern eine eigens entwickelte und ich glaube auch maximal 16 Gigabyte, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und womit sie auch zu kämpfen hatten, war, dass es dann relativ schnell Custom-Firmware gab und dass das Ding gecrackt war und dann natürlich Raubkopien ohne Ende gab. Das wollte ich gerade sagen. Das ist auch ein großer Erfolg, glaube ich, von der PSP gewesen, genauso wie von der PS1. Das zieht sich so ein bisschen durch Sony durch. Das Knacken der PSP und dann eben das Nutzen von normalen SD-Karten über Adapter und dadurch auch, dann haben Leute Filme wirklich da drauf geladen, dann war es auch nützlich, nicht mit den proprietären Speicherkarten, die auch viel zu teuer übrigens waren, viel zu teuer, das war ja Wucher. Und das hat, glaube ich, auch nochmal enorm für die Popularität von der PSP gesorgt. Und Monster Hunter. Obwohl ich glaube, GTA hat mehr dafür gesorgt, aber Monster Hunter hat damals angefangen, richtig durchzuschlagen auf der PSP mit Freedom. Ja, ich glaube, das war aber hier im Westen noch so ein bisschen Geheimtipp. Also wie du sagtest, ich glaube, GTA war ein großes Zugpferd hier im Westen, aber bis es Monster Hunter geschafft hat, hier auch ein bisschen Fuß zu fassen, ich glaube, da waren dann viele, die dann nachträglich nochmal geguckt haben, wo hat das eigentlich angefangen und dass das halt zwischenzeitlich anfänglich auf den Handhelds war von Sony. Ja. Aber das hat den Stein zum Rollen gebracht. Also das auf jeden Fall, klar. Das auf jeden Fall. Ja, Sony hat das Ding auch echt gut in-house unterstützt. Also was sie bei der Vita dann irgendwie komplett fallen lassen haben. Aber die arme Vita. Ja, Motorstorm oder sowas hat einen eigenen PSP-Ableger bekommen. Und Patapon, die haben richtig geile, kleine, was heute Indie-Titel wären oder so. Die haben richtig gute Spiele dafür rausgebracht, die irgendwie dann wieder komplett verschwunden sind. War das Motorstorm Arctic Edge noch für PSP? Ich meine schon, ja. PSP und PS2, glaube ich. Die haben das dann. Nee, benutzt. Motorstorm war ein Release-Titel, Launch-Titel für PS3, deswegen bin ich mir jetzt unsicher. Ich glaube, Motorstorm Arctic Edge war für die Vita. Aber die haben die PSP-Teile, glaube ich, zurückgeportet auf die PS2 noch. Okay. Also, warum auch nicht? Nee, du hast recht. PSP. Arctic Edge war für PSP. Die normalen Motorstorms gab es nicht. Es gab nur das Arctic Edge. Das war ein eigenständiger Teil, hauptsächlich in der Eiswüste, ja. Aber was ich... Das habe ich ein bisschen durcheinander geworfen, ob das jetzt Vita war oder... Nee, ich habe es auf der Vita gespielt, weil die Vita war nämlich rückwärtskompatibel zur PSP. Mhm. Die hat dann ein bisschen Upscaling betrieben und die habe ich auch gekauft in 2018, also auch schon wesentlich später, als sie schon nicht mehr am Markt war. Und das war dann eigentlich so meine Handheld-Konsole, die ich für Emulation eigentlich benutzt habe. Also da habe ich super viele SNES-Spiele damals nachgeholt. Final Fantasy VI und Zelda Link's Awakening, weiß ich noch, dass ich das gespielt habe. Hatte ich allerdings auch schon die neuere Variante, leider, weil die OLED-Variante, die Release PlayStation Vita von 2011, die erste, hatte tatsächlich schon ein OLED-Screen. Mhm.
Und die ist heute leider sehr, sehr teuer, wenn man noch eine OLED Vita haben will. Ja, geht. Also ich habe tatsächlich die Vita, mein 3DS habe ich leider zerstört, das hatte ich ja vorhin im Vorfeld erzählt. Der ist tot. Meine Vita habe ich noch und da ist der OLED-Display kaputt gegangen. Also das hatte ja so Probleme mit so schwarzen Flecken und zwar massiv bei meiner. Die habe ich erfolgreich repariert bekommen. Da kann man auch tatsächlich, wenn man eine hat mit einem defekten Display, zumindest von 1-2 Jahren, die Displays haben nicht so viel gekostet. Deswegen meine Vita, die liegt bei mir im Schlafzimmer. Die könnte ich jetzt holen, aber die liegt da. Auch schön gemoddet. Aber was ich erwähnen wollte, ist, was zu dieser Zeit zumindest bei mir schon anfang, so im Wechsel zwischen DS, PSP zu 3DS Vita war bei mir tatsächlich Handheld-Gaming mit Emulation hat damals schon angefangen. Ich weiß nämlich noch, ich hatte damals, ganz lustige Geschichte, mein erstes Smartphone habe ich damals auf der Gamescom gewonnen, fragt mich nicht, welche genau das war, bei einem Tanzspiel von Nokia. Habe ich so ein Smartphone von Nokia damals gewonnen mit Symbian drauf und dazu auch einen Controller, der so ein bisschen wie ein Nunchuck war. Und du konntest dann damals hingehen, es gab Emulatoren, Java-basierende Emulatoren tatsächlich schon für Gameboy-Titel und sowas. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich dann in der Schule saß. Ich habe dann das Handy in meiner Mütze versteckt, hinten den Controller hinter meinem Kopf, habe dann im Unterricht Pokémon gespielt auf dem Handy, ohne dass es einer mitbekommen hat, weil ich es ja nicht in der Hand halten musste, weil ich meinen kleinen Nunchuck-Controller hatte. Auf dem Handy habe ich auch relativ früh Emulatoren. Ich glaube, mein erstes Smartphone war ein Galaxy S2. Winzig. Ich habe das hier noch in der Schublade, das läuft nicht mehr, aber ist ja winzig, winzig klein. Heute wäre das so eine Mini-Ausgabe von einem Smartphone und da habe ich auch damals das Ding gecrackt und hatte einen Emulator schon drauf. Allerdings habe ich noch mit dem Touchscreen-Eingaben gespielt, aber ich habe dann auch, du hattest eben schon Controller in die Kamera gehalten, ich hatte dann auch irgendwann das Razer Kishi in der ersten und zweiten Variante, aber das habe ich tatsächlich erst sogar nach der Vita gekauft. Für die Vita musste ich mir aber damals auch so eine Schale noch kaufen, weil die Vita hat auch nicht besonders gut in der Hand gelegen. Und das weiß ich, dass ich da noch irgendwie in so einem Japan-Store, China-Store so eine Hülle gekauft habe, dass das ein bisschen besser in der Hand liegt, weil ich habe die damals schon exzessiv genutzt, um von der PlayStation 4 auf die Vita zu streamen. Das, was ich heute quasi mit dem Steam Deck auch viel mache vom Rechner, um den Fernseher frei zu kriegen. Und das hat eigentlich prima geklappt damals. Also das hat schon gut funktioniert. Ja. Ich habe gerade übrigens immer gestört. Ich habe das auch damals gemacht mit meinem alten Samsung S Plus habe ich hier noch. Ich habe letztens die ganzen alten Handys mal wieder rausgekramt, wo ich auch noch erste Handheld-Gaming hier hatte mit Snake und so. Vorsicht, nicht so nah an die Kamera. Das funktioniert übrigens auch noch. Ja, das ist ja natürlich. Noch anmachen. Die alten Nokias. Die alten Nokias, also das geht nicht kaputt. Unfassbar. Aber was mich da immer gestört hat am Handy spielen, war, dass du die Controller quasi im Display so mit drin hattest. Und da bin ich dann immer wieder von ab. Also so ein externer Controller, wie du das gerade beschrieben hattest, der hat mir da immer ein bisschen gefehlt. Aber ich hatte auch nie so die Muße, mir dann per Bluetooth dann ein Gerät anzuschließen und so, sondern ich wollte es out of the box einfach spielen. Aber da bin ich dann irgendwie aber das ging beim Handy. Damals schon wunderbar. Also es war tatsächlich schon vor Android und so. Also ich bin überrascht, dass ihr ankommt mit, ihr habt das auf Android gemacht. Das war ja dann Jahre später tatsächlich. Es gab ja vorher schon Smartphones. Also habe ich auch. Mit Symbian noch. Das Press Music ist. Ja, das ist das, was ich hatte, genau. Das 5000 darauf habe ich emuliert. Das ist das, was ich damals gewonnen hatte auf der Gamescom. Und da konntest du Java-basierte Emulatoren. Da musstest du am Computer, für jedes Spiel eine eigene Emulationsdatei machen. Also du hattest nicht einen Emulator, wo du einfach die ROMs reingeladen hast, sondern du musstest. Das ist eine Arbeit, ey. Ja, das war richtig. Aber du musstest am Computer hingehen, hattest dann dein Java-Programm, hast da die ROM reingepackt, hast dann eine Java-Executable bekommen und musstest auf dem Symbian noch deine Java Runtime installieren und dann konntest du diese Executables ausführen. Aber das hat wunderbar funktioniert, wenn du einmal dahinter gestiegen bist. Aber mehr als Game Boy und Game Boy Color war da aber auch nicht drin. Also Game Boy Advance, das konntest du, ich glaube, das gab's gar nicht. Also das ist auch sehr, sehr lange jetzt her. Aber das waren so die Anfänge bei mir mit meinem Handy emulieren und
das zieht sich seitdem. War das Ding, auf dem du auch Anno installiert hattest, André? Das war dieses hier. Das S. Ich weiß nicht, ob das S5 war. Ja, ich glaube, das war das S5, wo ich Windows 95 draufgeladen habe. Also ich habe statt Android habe ich auf mein Handy mal einfach aus Spaß, habe ich alles runtergeschmissen, habe da Windows draufgeladen und konnte dann mit so einem Adapter Maus anschließen und habe dann Anno 1602 auf dem Handy gespielt. Es war grauenvoll. Du musstest nämlich ja auch die Grafikkarte emulieren, weil es ist ja gar keine Grafikkarte verbaut. Und eine Soundkarte musste auch emuliert werden. Ich weiß noch, ich habe wirklich Tage dran gesessen, das hinzubekommen. Und nachdem ich es geschafft habe, habe ich es auch nie wieder angefasst, weil es war für mich nur ein Projekt. Kann das funktionieren? Ja, kenne ich. Es hat funktioniert, aber es hat mich dann nicht, also es war so kompliziert nachher, dass ich es dann abseilen lasse. Es geht ja so ähnlich ging es mir. So ähnlich ging es mir mit dem Raspberry Pi damals. Alles aufgesetzt und schön eingerichtet, Vorschaubilder runtergeladen und alles. Hat herrlich funktioniert. Und dann hatte man unanständig viele Spieler da drauf und hat dann am Ende recht wenig von gespielt. Ja, das ist ja oft so. Gerade, das ist ja auch so der Tod von vielen Spielern. Wenn du zu viele Spiele hast, dann spielst du sie alle nicht mehr. Ich weiß noch, dass es auf der Wii ähnlich war. Wirklich viele Spiele. Ich habe mir das damals mit Michael zusammengeholt, die Wii, sind sämtliche Läden abgefahren. Die Verkäufer haben uns schon ausgelacht, weil wir eine Stunde nach Ladenöffnung in die Läden gekommen sind und eine haben wollten. Und Michael hatte sich das dann damals mit dem Zelda-Spiel geholt und ich hatte mir, wie hieß das noch, das Schwertspiel? Real Steel? Red Steel? Genau. Red Steel irgendwie ja. so. Ja, genau. Das hatte ich mir geholt. Und auch wirklich viel gespielt, die Spiele. Aber der Moment, wo die dann geknackt wurde und man wirklich Festplatten voll mit Spielen hatte, das war der Moment, wo man dann auch gar nicht mehr so viel gespielt hat. Weil dann hatte man halt dieses Überangebot an Spielen. Und das war oft der Tod von solchen Geräten dann bei mir. Tyrannei der Möglichkeiten. Ja, ist so. Das ist aber, finde ich, immer so ein Du-Problem. Ich höre das Argument auch oft beim Game Pass und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil, keine Ahnung, ich spiele trotzdem dann einfach, ich suche mir dann ein Spiel aus und spiele das dann. Ich spiele nicht alle Spiele dann, ich ziehe mir auch oft einfach einen Haufen Spiele, aber dann gehe ich durch und gucke so, worauf habe ich jetzt Lust. Aber das Überangebot geht jetzt nicht hin. Aber ich höre das oft von Leuten, dass das den Spielspaß auch irgendwie kaputt macht, weil man dann sagt, jetzt habe ich so viel, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll, dann spiele ich lieber gar nicht. Ich freue mich da, ich habe das Problem zum Glück nicht. Ja, ich bin schon hingegangen bei Steam wirklich nur die Spiele anzuzeigen in der Liste, die gerade installiert sind und dann wirklich auch nur das zu installieren, was ich gerade aktuell spiele und außer es ist jetzt irgendwie so Steam Next Fest oder sowas, da wird natürlich einiges gezogen und dann durchprobiert, aber gerade so die großen Spiele mache ich eigentlich auch so, dass ich eins nach dem anderen spiele. Aber mal back to topic vielleicht. Jetzt sind wir wieder ein bisschen abgedriftet. Das war, mit dem DS kam das ja später nämlich auch genau diese Thematik, da haben wir einen schönen Übergang. Bei der Lite war dann später auch geknackt worden und da ging es dann ja auch richtig, richtig ab mit Emulation, mit den ganzen Spielen draufladen und das war ja auch ein Grund, warum der Lite dann sehr erfolgreich war. Obwohl er keine GBA-Module mehr hatte. Ja, die R4-Karte oder wie das Ding ja, hieß. Genau, R4. Die habe ich auch noch oben auf dem Dachboden. Ja. War zum Glück nicht der einzige Grund, warum das. Und die Spiele waren ja auch alle schön klein, ne? Die hatten ja alle die Begrenzung, dass sie alle auf eine Cartridge packen mussten, passen können müssen. Und deswegen konnte man die auch einfach teilen. Wo wir gerade bei dem Thema Emulation waren, Fun Fact zum Thema Handheld und Emulation ist, dass es für den Game Boy Advance 6 Monate bevor der Game Boy Advance in Japan überhaupt rauskam, schon einen laufenden Emulator gab. Auf dem eine Yoshi-Demo lief, die Assets von Yoshi's Story benutzt hat. Völlig absurd. Keine Ahnung, wie das damals Gerüchte, also es ist anscheinend irgendwie ein Software-Developer-Kit rausgeleakt und Leute haben damit direkt einfach einen Emulator gebaut. Ja, wenn wir zum Nintendo 3DS nichts mehr haben, dann sind wir DS, schon... meinst du? Jetzt kommt ja der 3DS und die Vita.
die letzte wahre Handheld-Konsolen-Generation. Ja, ich habe mich verscrollt. Sorry, Nintendo 3DS. Ja, hau raus. Ich bin eher das PlayStation-Kind. Ich kann euch gerne noch was zur Vita erzählen, aber dann macht gerne den 3DS. Ne, ich glaube, die Vita haben wir schnell abgehandelt, ne? Ja, Dead on Arrival. Nee, im Prinzip. Dead on Arrival war Ja, ein ich super hab Stück Hardware. Ja, ich habe sie sehr geliebt, also verarbeitet top. Endlich 2 gescheite Sticks und nicht mehr dieser komische Schiebestick, wie man von der PSP gewohnt war. Und ja, war schön. Ich hätte gerne noch eine OLED gehabt und verarbeitet war die toll. Akkulaufzeit war in Ordnung und natürlich war die dann auch schnell mit der Custom-Firmware und einem SD-Kartenadapter ausgestattet. Ja, und wie gesagt, ich konnte sie halt zum ersten Mal benutzen, um PS4-Spiele dann zu streamen und das habe ich dann noch lange benutzt, bis ich dann irgendwann auf Android und die halbwegs gescheiten Controller da gewechselt habe. Aber ja, ich glaube, das haben sie auch selber ein bisschen sich zuzuschreiben mit der Vita, dass das so in die Hose gegangen ist, weil es gab kreative Spiele, gab gute Spiele, die sahen super aus, auch die großen Marken wie Uncharted und so weiter hatten Ableger dafür. Ja, hätte wesentlich besser laufen können, aber jetzt aktuell gibt's ja auch wieder Gerüchte nach der PlayStation Portal. Auch super verwirrend. Micha hatte letztens mit mir darüber gesprochen und dachte, ja, Portable, liegt alles recht beieinander. Aber mittlerweile gibt's auch bei Sony wieder Gerüchte, dass die was Handheld-mäßiges in der Mache haben. Ja, Sony hat, glaube ich, nach einem guten Start irgendwie, du sagst ja gerade schon Uncharted und die hatten Killzone irgendwie, was auch fantastisch aussah damals für die Vita, haben es einfach nicht hinbekommen, konstant irgendwie Software zu liefern für das Gerät selber. Also immer mal wieder und immer mal wieder auch gute Titel. Aber das ist halt immer mehr versackt. Und gleichzeitig haben sie halt ihr größtes Zugpferd verloren. Also Monster Hunter war bei Nintendo dann plötzlich. Ja. Irgendwie haben die das nicht hinbekommen, sich die Software zu sichern, die sie brauchen, um die Hardware zu verkaufen. Ja. Ja, das ist absolut so nicht schuld. Die Vita ist hardware-technisch super. Deswegen, ja gut, ich bin mittlerweile auch nicht mehr so viel, seitdem ich wieder mehr auf dem Handy unterwegs bin. Aber gerade wenn es auch mal um natives Spielen von vor allem PSP-Spielen, die PSP war gräuselig von der Steuerung, aber auf der PS Vita lassen sich die Spiele super spielen. Deswegen habe ich eigentlich eine PS Vita, mit der ich eigentlich fast nur PSP-Spiele spiele. Und PS Vita habe ich mir damals gekauft, nur für Persona 4 Golden. Das war der einzige Grund, warum ich mir eine Vita gekauft habe. Und dann später Persona 4 Dancing All Night, das ich durchgesuchtet habe. Und dann um später das Streaming, weil ich habe mir dann eine PS4 später gekauft, nur für Persona 5. Um das dann auf der PS Vita zu streamen und dann irgendwann halt auch nochmal in der Custom-Firma drauf. Und ich habe mich echt gefragt, wo ich sie dann gekauft hatte, relativ spät. Was hat Sony da veranstaltet? Das ist so eine super Konsole gewesen, womit sie echt Nintendo auch hätten in den Arsch treten können, hätten sie das Ding unterstützt, aber Sony selber hat selber gesagt, ist uns eigentlich egal. Und dann haben natürlich auch alle anderen gesagt, ja, dann ist es uns auch egal. Auch wieder keine SD-Kartenunterstützung, ne? Ja. Und wo du gerade Persona 4 Golden gesagt hast, ich war auch am Überlegen, mir so ein Ding zu holen für das Spiel. Wie hieß denn nochmal die haben einen Mini-Konsolen-Ableger für den Fernseher aus der Vita gebaut? PlayStation TV. Das war eine Vita für den Fernseher, genau. Ja, da hatte ich mal drüber nachgedacht. Um die Vita-Spiele auf dem Fernseher zu streamen, ja. Ja, aber es gab ja nicht wirklich, das war auch so, es gab ja nicht wirklich Spiele, ne? Das ist ja warum sie das überhaupt gemacht haben, an sich ja eine coole Idee, wenn gute Spiele rausgekommen wären, also für die 2 oder 3. Ja, ich glaube, in Asien hat sie noch ein bisschen länger überlebt, weil das eine beliebte Konsole für so Visual Novels ist. Ja. Die haben da noch ein bisschen länger das am Leben gehalten. Ich weiß noch, ich habe Danganronpa damals gespielt. Auch super cooles Spiel. Das fand ich aber richtig cool. Und ja, ich glaube, ansonsten sind sie da selber so ein bisschen schuld. Das ist schon ganz richtig. Und wenn man auch sieht, Nintendo hat halt auch mal wieder gezeigt, Hardware ist nicht alles. Also vor allem Grafik ist nicht alles. Der 3DS hat halt auch viel, viel coolere Ideen gehabt. Ich sag nur Street Pass. Street Pass damals war der absolute Wahnsinn.
das ist, warum es das nicht mehr gibt in dieser Form, frage ich mich wirklich, weil für die Switch meine ich jetzt, weil Street Pass allein damals, du bist irgendwo in der größten Stadt unterwegs gewesen, du hast so viel Kram bekommen, gerade am Bahnhof, wo auch international viel los war, dann hast du die ganzen Mii-Figuren und sowas bekommen und dann du warst auf der Gamescom oder sowas, gut, das ist heutzutage auch alles mehr tot, aber damals war es cool noch und du bist da mit dem 3DS gegangen, du warst die Hälfte der Zeit auf der Gamescom damit nur beschäftigt, diese Mies abzuarbeiten, weil es so voll war alles und du hattest wirklich Ecken auf der Gamescom, ich weiß nicht, ob ihr da wart, wo der 3DS voll in war, wo spontane 3DS-LAN-Partys oder WLAN-Partys stattgefunden haben, wo dann Smash oder Mario Kart oder so spontan mit Fremden gezockt wurde. Total Wahnsinn. Und das hat Nintendo wirklich gut hinbekommen. Das hat mich damals bei der Switch massiv enttäuscht, dass sie diese Social Components rausgenommen haben. Das war für mich ein riesen Erfolgsgrund für den 3DS. Ja, Ding hat sich dann auch richtig gut verkauft, aber die hatten auch am Anfang ein bisschen Probleme, weil der Preis zu hoch war. Ne? Die haben dann nochmal diese Preisreduktion gemacht und haben dann nochmal, also relativ schnell nach dem Release diese Preisreduktion gemacht und haben dann nochmal Kunden vertröstet mit Spielen, die du dir runterladen konntest. Und dann, ich glaube, dann waren eigentlich die Tore offen und dann ging auch der große Abverkauf los. Ja. Sie hatten gemeint, ich habe gelesen, dass sie sich in den ersten 9 Monaten quasi schneller verkauft hat wie die Wii damals. Und das ist schon eine Hausnummer. Ich meine, die Wii war schon wahnsinnig erfolgreich. Und aber habt ihr dieses 3D-Feature überhaupt viel genutzt? Ja. Hat euch das gereizt? Das war tatsächlich ziemlich geil. Ich habe 3D lange Zeit gehasst, weil als Brillenträger mit Brille, das war immer nervig, vor allem auch diese Shutter, das war sehr, sehr irritierend. Und der 3DS, das war super cool. Das war halt kein 3D-Bild, was rauskommt, sondern das war wie, als ob du in ein Aquarium reinguckst mit diesem 3D-Effekt. Der hat wunderbar funktioniert. Ich habe oft gehört, dass die Leute sich verkrampft haben dabei. Das Problem hatte ich nie. Ich hatte nie Probleme, diesen Fokuszeiten. Mit dem New 3DS war das dann ja weg, weil ja der dann verfolgt hat, dein Gesicht und das eingestellt hat. Aber auch mit dem ursprünglichen hatte ich nie Probleme. Und Ocarina of Time damals in 3D, du gehst das erste Mal in die Hylianische Steppe, du rennst da rum in 3D. Boah, war das geil. Ja, für mich war das Spiel, was mich zum 3DS geholt hat, war Luigi's Mansion 2. Irgendwie eine Reihe, die ich bis dahin, ich habe das auf dem Gamecube gezockt und fand's mega nice, hatte ich vorher aber super unterschätzt irgendwie, weil die Reviews, als es dann rauskam, so ist es super kurz und man will, wenn eine Konsole rauskommt, man hat nur Geld für ein Spiel, halt ein längeres Spiel haben. Und Teil 2 dann als vollwertigen Nachfolger auf einem Handheld hat mich da total gereizt. Tatsächlich habe ich aber auch nicht so viele Spiele mehr dann am Ende gehabt. Ich habe das Zelda auf jeden Fall noch gespielt, Between Two Worlds. Das war auch richtig fett, fand ich. Da mit dem Gimmick in die Wände driften zu können und so und damit Rätsel zu lösen. Und ich fand's zum Teil echt beeindruckend, was sie da grafisch rausgekitzelt haben, auch direkt zum Launch. So ein Tekken, was dafür rauskam, oder das Resident Evil Revelations war es, glaube ich. Revelations, ja. Oh ja, das sah tatsächlich unfassbar gut aus. Ja. War schon irgendwie sehr gut ausbalanciert als Hardware-Stück. Auch wenn es am Ende nicht den Erfolg gehabt hat wie der Vorgänger irgendwie. Auch sowas wie Minecraft oder so. Es gab ja richtig interessante Ports dann, die für das Spiel auch wieder erschienen sind. Ja, das war aber eher die Homebrew-Szene später dann. Also es gab keinen offiziellen Minecraft-Release. Doch. Da habe ich auch auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Das war nicht mehr kompatibel irgendwie mit den anderen Versionen, die rauskamen, aber Minecraft. Ich meine, das gibt sogar eine richtige Version von dem Echt? DS. Ja. Ach, für New Nintendo 3DS Edition. Ach, später kam das. Okay. Ja. Für New Nintendo 3DS. Habe ich noch im Kopf, weil ich zu dem Zeitpunkt auch die japanischen Verkaufszahlen irgendwie verfolgt habe. Und erstaunt war, wie gut das Spiel da abging. Das war irgendwie ein Millionenverkauf allein in Japan. In der Version, die ja doch mit einem großen Handicap arbeitet dann irgendwie.
Das Handicap war vor allem, dass es nur für den New Nintendo 3DS rausgekommen ist. Ich wusste gar nicht, dass es ein zweites Spiel gab, was das erfordert hat, neben Xenoblade Chronicles. Deswegen habe ich das wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen. Also es ist ja auch schon gegen eher Ende der Lebensspanne rausgekommen. Weil es gab vorher tatsächlich in der Homebrew-Szene, auch für den alten 3DS, gab es ja schon so die ersten Versuche, Minecraft drauf zu porten, was sehr interessant war, sagen wir es mal so. Aber der 3DS, ich war halt damals auch noch unfassbar viel unterwegs. Und das war, wie gesagt, diese Social Features, die fand ich immer cool. Du hattest ja teilweise dann auch Mario Kart zum Beispiel, wo du dann gegen die Mies von anderen gefahren bist und sowas, ne? Mit Leuten, denen du random begegnet bist und so ein Kram. Das fand ich cool. Und das würde ich mir für die Switch 2 auch wieder wünschen. Dieses, du sitzt nicht nur zu Hause mit dem Handheld, sondern du nimmst dein Handheld aktiv mit, um Vorteile oder sowas zu bekommen. Du bist so ein bisschen, ja, du gehst auch mal raus damit, ne? Auch wenn er nur in der Tasche ist, einfach nur um deine Mies und sowas zu bekommen oder irgendwelche Boni in irgendwelchen Spielen und so. Das war Wahnsinn. Wahnsinnig geil. Ja, das wollte ich auch noch gerade fragen. Habt ihr eure Handhelds dann wirklich auch mitgenommen, draußen benutzt oder auch heutzutage? Ich meine, ich habe jetzt so in Erinnerung mal geguckt, also PSP habe ich gleich eigentlich keine große Erinnerung, dass ich die mal irgendwie mitgenommen habe. Ich glaube erst so ab der PS Vita, die hatte ich immer mit auf dem Urlaub und so, aber hier und da mal vielleicht ein bisschen am See gespielt oder sowas. Aber habt ihr das tatsächlich Handheld als Handheld benutzt und als Gerät, was man mitnehmen kann, auch mitgenommen? Für mich ein Jein. Ich habe es mal so gemacht. Ich bevorzuge eigentlich zu Hause zu zocken und habe es dann zum Beispiel auch mal in der Hängematte oder so. Dafür ist es halt auch richtig nice. Eine meiner schönsten Handheld-Erinnerungen ist aber zum Beispiel mit André in der Warteschlange für die Wii zu stehen und dabei das DS Tetris zu zocken gegeneinander. Also ich war damals. Meins eigentlich fast ausschließlich unterwegs. Zu Hause bin ich mehr so der PC-Zocker. Und ich nehme meinen zum Beispiel jetzt auch immer gerne mit zur Arbeit. Also ich habe ja aktuell, spiele ich ja auf dem R36S, den hatte ich mir geholt. Und da spiele ich eigentlich fast nur bei der Arbeit, weil ich habe ja 24-Stunden-Schichten, wo ich dann eben auch viel warte. Und da geht eigentlich immer so eine Runde zwischendurch. Wenn wir mal auch irgendwo hinfahren müssen, nur um eine Bereitstellung zu haben, also wenn wir mit dem Fahrzeug ein Gebiet abdecken müssen, weil alle anderen weg sind, dann nehme ich den auch ganz oft mit in den Rettungswagen und bin dann irgendwo am Straßenrand und zock dann da eine Runde Gameboy oder jetzt aktuell Balatro drauf. Ne? Ja, sehr cool. Also sollte eigentlich auch sein. Benutzt du die Analogsticks auf dem Ding? Sorry. Was? Ja, gut. Wo wir gerade bei dem Gerät sind, wo es gerade in die Kamera gehalten hast. Analogsticks, die Analogsticks sehen so aus, als könnte man die auf keinen Fall, als könntest du das Ding kaum halten, um die dann auch zu benutzen. Ja, das ist relativ schwierig, so out of the box. Aber ich weiß nicht, ob ihr es schon erspäht habt. Ich habe hier ja meinen schönen 3D-Drucker stehen. Und ich habe den leider gerade nicht hier, aber ich habe mir dafür so eine Halterung gedruckt, womit ich das Gerät quasi halten kann wie ein Xbox-Controller. Also so zwei Griffe unten dran, sodass die Haltemöglichkeit ein bisschen angenehmer ist. Weil viele Handhelds haben das ja, dass die wirklich so zu Klauenfingern führen und so. Und da kann man eigentlich mit 3D-Druck sehr viel angenehmere Haltesachen schaffen. Habe ich auch für die hinteren Knöpfe habe ich das gemacht. Die sind normalerweise auch horizontal. Das sieht man jetzt, ich weiß nicht, ob man das sieht, habe ich die so ein bisschen ergonomischer, dass der Finger so schräg da drauf geht. Ne? Sonst wäre der Finger so, dann wäre das immer so gerade. Und jetzt kann man die halt so ein bisschen schräg drauf ablegen. Ja, es orientiert sich relativ stark halt am Gameboy-Design. Ne? Also ich meine, Gameboy hätte man Gameboy genommen und Sticks und Schulterknöpfe quasi hinten dran gepackt. Genau, also es ist im Prinzip, nutze ich das auch fast nur für Gameboy-Spiele, alte, das Pokémon Gelb oder solche Spiele. Was bei dem Gerät hier halt sehr schön ist, da ist ArcOS drauf und viele aktuelle Spielehersteller machen halt auch Ports für das Gerät, so wie gerade gesagt auch Balatro. Dann kann man auf dem Gerät hier, wenn das Gerät die nötige Leistung hat,
aktuelle Spiele auch drauf spielen. Oder, ja, was heißt aktuelle Indie-Spiele. Sowas wie Undertale läuft da zum Beispiel drauf. Da muss man sich quasi in diesem Ports-Store, der da drin ist, nur das, also quasi eine Emulation dafür runterladen und nimmt dann quasi die Dateien von seinem Steam-Ordner und zieht die in den Ordner auf der SD-Karte rein. Und dann kann man die Spiele halt auf dem Gerät spielen. Das machen ganz viele Entwickler. Balatro hat das jetzt zum Beispiel gemacht oder Stardew Valley spiele ich da drauf. Es läuft sogar Half-Life 1 auf dem Gerät. läuft ja auch überall. Ja. Laufen die geht, glaube ich, gut? hoch bis GTA Vice City. Also Stardew Valley zum Beispiel, das läuft flüssig oder? Ja, das läuft flüssig. Und bei dem Gerät ist es sogar so, weil da unten hast du ein Modul, wo du einen WLAN-Stick anschließen kannst. Du kannst mit dem Gerät sogar Koop-Spiele spielen. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt Street Fighter gegeneinander spielen willst, kannst du damit auch im selben WLAN Street Fighter gegeneinander spielen. Ja, schon interessant, was da Fans alles machen, um so alte Spiele noch gegeneinander zu spielen. Ist wirklich. Also ich habe das Ding bei meiner Arbeit auch sehr promoviert und die ersten Arbeitskollegen haben sich das jetzt auch schon geholt und seitdem werden auch wieder Pokémon getauscht. Ne? Kannst du Pokémon-Kämpfe gegeneinander machen mit dem Ding? Also Gameboy-Spiele auch? Ja, das ist ganz so, als hätte so ein Linkkabel drin. Ne? Das ist schon nice. Cool. Aber nochmal zurück zu deiner Frage, wie man Handhelds auch nutzt. Genau, damals, also das, was ich heute habe, das hätte ich gern damals gehabt, weil ich war unfassbar viel unterwegs. Ich habe ja sehr spät meinen Führerschein gemacht und war damals dauernd mit dem Zug unterwegs. Und vor allem, weil meine damalige Freundin halt 1,5 Stunden Entfernung weg war mit dem Zug. Da habe ich dauernd dann im Zug viel gezockt, im Bus und sowas. Das war halt ein Lebensretter. Weißt du, wenn du dauernd da unterwegs warst, konntest du wenigstens noch irgendwas machen. Ein bisschen was spielen oder halt ein Buch, ja, das war natürlich auch, aber ein 3DS war halt auch mal kurz in die Hosentasche gesteckt und hat nicht viel Platz weggebracht, im Gegensatz zu meinen Büchern, die teilweise 1000 Seiten haben. Deswegen, heute habe ich ein Kind, wie gesagt, ich hätte heute gerne damals die Technik von heute, das wäre ein Traum gewesen. Aber heute spiele ich leider nicht mehr so viel Handheld-mäßig, nur mal, wenn ich in die Stadt unterwegs bin, weil ich da keinen Bock mit dem Auto habe, da fahre ich dann mit den Öffis und das ist halt auch ein guter Zeitvertreib, ne? Und ich meine, Handhelds sind ja auch darauf ausgelegt, auch die Handheld-Spiele, dass gerade die moderneren vom DS einfach zuklappen oder so, du kannst jederzeit auch pausieren. Das macht das ja auch aus. Das ist auch mit einer der größten Gründe, warum ich im Prinzip, seitdem wir den Hund haben, das Steam Deck habe, weil du es einfach ausknipsen kannst, dann, keine Ahnung, kannst du ihm hinterher springen, wenn er wieder irgendwas frisst, was er nicht soll. Mittlerweile geht das besser, aber das ist halt einfach die Gängigkeit. Und ich habe es auch gemerkt, ich spiele auch gerne damit auf der Couch, aber wir sind jetzt auch 300 Kilometer hierher gezogen nach NRW und sind dann ab und zu nach Hause unterwegs und wir fahren zwar leider gezwungenermaßen wegen Gepäck häufig mit dem Auto, aber dann auch vor Ort ist ja auch nichts und dann bin ich da auch wieder gerne dabei, wieder was dabei zu haben, was man mitnehmen kann. Oder ich bin auch vor ein paar Wochen gezwungenermaßen mit dem Zug gefahren und ja, das war dann leider eine 6-stündige Reise. Da war es auch ganz angenehm, wieder was dabei zu haben. Dann sind wir schon ziemlich bei den aktuellen Geräten. Ja. Bevor wir da hingehen, ich habe noch eine Frage zum 3DS, Tristan. Du hast das, glaube ich, am meisten genutzt von uns. Hattest du dieses Add-on mit dem rechten Analogstick? Ja, natürlich. Haben das viele Spiele unterstützt? Ich muss gerade überlegen, ich habe es vor allem für Majora's Mask gekauft damals. Und das war der Hauptgrund. Revelations hat es genutzt. Monster Hunter 3, da muss ich auch noch eine Sache erzählen, die wirklich cool damals war. Das waren so die 3 Hauptspiele, mit denen ich das gespielt habe. Und ganz ehrlich, das habe ich festgestellt, als ich dann den New Nintendo 3DS hatte, das ist Müll. Diese Erweiterung war richtig gut, weil das war ein weiteres Circle Pad. Und der New Nintendo 3DS hatte das ja eingebaut, aber als so eine Art C-Nippel. Damit konntest du keine Kamera bedienen. Also das war viel, viel besser mit dem Circle Pad Pro damals. Und ich habe irgendeinen Shooter, so ein Third-Person-Shooter, so Gears of War-mäßig, damit auch noch gespielt, hat sehr gut funktioniert. Hat sich gelohnt, hat auch nicht viel gekostet. Das war ja fast nur Plastik mit einem Circle Pad und 2, 3 Tasten extra. Aber wo wir vom Monster Hunter sprechen, Monster Hunter 3 Ultimate hatte ja das geile Feature, und das habe ich tatsächlich genutzt, dass du auf der Wii U und auf dem 3DS das gleiche Spiel hattest und du konntest die Spielstände immer übertragen. Das heißt, ich konnte hingehen,
wenn ich unterwegs war, konnte den Spielstand auf dem 3DS ziehen, habe dann irgendwo gespielt, bin wieder zurückgegangen, habe es wieder auf die Wii U gezogen und habe dann auf dem großen Fernseher weitergespielt. Geil, das war ultra fortschrittlich. Es war ein bisschen umständlich, aber das war so ein cooles Konzept, was die ja mit der Switch weiter ausgebaut haben eigentlich. Dieses, ich spiele jetzt auf dem Fernseher, nimm einfach meinen Spielstand mit und spiele unterwegs. Das war damals mega geil. Was für eine Überleitung. Ja. Dann, ich habe es vorhin schon gesagt, das Sega Nomad hatte schon die ersten Gehversuche, was die Hybridkonsole angeht. Und dann, ich würde fast sagen, ich habe mal so geguckt nach Generation. Wir haben Nintendo 3DS und die PlayStation Vita beide 2011. Dann haben wir die Nintendo Switch 2017. Und die hat das eigentlich verhältnismäßig wahrscheinlich nicht, aber ähnlich wie der Game Boy nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht und wieder nach vorne gebracht, das Handheld Gaming, weil es halt eine richtige Hybridkonsole war und auch die einzige Konsole. Sonst ist ja Nintendo immer zweigleisig gefahren, dass sie die stationäre Konsole für zu Hause hatten und halt ein Handheld-Device irgendwie im Programm hatten. Und das war mit der Nintendo Switch halt anders. Und eigentlich könnte man sagen, es war die einzige Handheld-Konsole ihrer Generation, weil bis das Steam Deck und vergleichbare Geräte kamen, das sind nochmal 5 Jahre weiter und auch nochmal ein technischer Sprung. Aber da hatte Nintendo schon ein ordentliches Alleinstellungsmerkmal. Und hat also mich total begeistert, das Konzept. Ich habe damals keine gekauft, weil ich PlayStation-Kind war und PlayStation 4 damals noch besessen hatte. Aber die Idee dahinter fand ich grandios, gerade dass die Controller abzunehmen waren, dass du quasi 2 Controller dabei hattest, die waren natürlich ein bisschen fummelig in der Handhabe, aber für unterwegs und zum Mitnehmen, du hattest eine komplette Konsole zum Mitnehmen und konntest zu zweit spielen, indem du die Controller abgezogen hattest und es sah in den ganzen Werbungen natürlich schick aus mit den Partys auf dem Hochdach und wie die Leute da gespielt haben, aber ich fand's cool. Ich war damals mit einem Kumpel in Hamburg unterwegs und er hatte die damals dabei und das war prima, um auf dem Hotelzimmer nochmal zu spielen. Ja, fand ich cool, die Idee. Und ja, typisch Nintendo, ordentlich revolutionär und hat da ordentlich was losgetreten. Wer von euch hatte denn eine oder hat eine? Wir haben sogar 2 zu Hause. Mittlerweile 3, aber die eine ist verloren von meiner Tochter. Die hat jetzt meine. Habt ihr alle noch die Original-Switch, die OLED oder es gibt noch die Lite? Ich habe noch die allererste, die man theoretisch auch modden kann. Same, ja. Die zweite. Okay, weil ich weiß noch, es gibt noch die ohne die abnehmbaren Controller. Hieß die Lite? Bin ich da richtig? Ja, das ist die Switch Lite, genau. Die haben ja, wir genau. Hier. Die du auch nicht in eine Dockingstation packen kannst. Nee. Also das ist aber nicht nur feste Controller, sondern auch keine Dockingstation-Kompatibilität. Es gibt HDMI-Mods mittlerweile. Ja, aber dann fragst du mich, warum kauft man eine Lite? Weiß ich auch nicht. Da kann man ja auch einfach eine normale... Für die Kinder ist sie super. Also, die kostet halt auch nur die Hälfte, muss man sagen. Ja. Ich habe jetzt, ich glaube, ich habe 130 € bezahlt für die eine und eine Original, die kostet 230 oder 240 sind die ja gewesen zu dem Zeitpunkt. Und einer der Gründe halt und der andere ist halt, die Controller sind nicht abnehmbar, was natürlich auch wieder ein Punkt ist, was nicht kaputt gehen kann. Ne? Ja. Was bei meiner Original-Switch ganz schnell der Fall war, ist, dass die Kinder diese Controller abgezogen haben und dann diesen Knopf nicht immer richtig gedrückt haben. Letztendlich konnte man die relativ einfach rausziehen, ohne den Knopf zu drücken. Ich kann dir sagen, das passiert auch jemandem, der immer den Knopf gedrückt hat. Genau, und bei Kindern gehen solche Controller auch schneller verloren und das ist halt der Vorteil von so einer Lite auch. Ne? Hat halt alle Kompatibilitäten von der Original mit halt ein bisschen weniger Funktionen. Was natürlich auch wieder der Nachteil ist, weil es auch den berühmt gewordenen Stickdrift gab und die Sticks relativ anfällig waren, was natürlich doof ist, wenn die Controller nicht abnehmbar sind. Ja. Das war der Vorteil da, dass man dann wenigstens neue Controller kaufen konnte.
Aber das Problem ist, glaube ich, ein bisschen schlimmer gemacht worden, als es tatsächlich war. Und die Nintendo Switch ist auch bei weitem nicht die einzige Konsole, die das Problem hatte. Also auch die Vita hatte eine ähnliche Technik, was die Sticks anging und hatte das auch früher oder später, wenn die Controller ein bisschen ausgenudelt waren. Ja, bei uns ist es noch nicht aufgetreten. Obwohl die auch schon älter ist jetzt. Also ich hatte das tatsächlich, habe sie dann auch nochmal repariert. Und dann sind sie aber dann auch, ich meine, ich habe die seit dem ersten Jahr, da ist halt, und es ist nur ein Paar, was ich dann irgendwann ersetzt habe. Ich hatte sie dann repariert, dann ist aber irgendwas anderes kaputt gegangen und dann hatte ich keinen Bock mehr. Aber man kann die Sticks tatsächlich ziemlich leicht reparieren. Also wenn es nur die Sticks sind, alles andere ist ein bisschen schwieriger. Aber was ich zu der Switch sagen wollte, ist, ich bin ein bisschen zwiegespalten bei der Switch. Einerseits finde ich es geil, sie hat auch das Handheld-Gaming auf eine neue Stufe gebracht, aber das klassische Handheld-Gaming, das ist irgendwie gestorben dadurch. Man hatte seine dedizierte Handheld-Konsole, wo halt auch wirklich Magie passiert ist, um das irgendwie dahin zu bekommen, dass diese Spiele funktionieren. Ja, dieses Gameboy-Feeling, das hatte ich nie bei der Switch. Bei der Switch hatte ich wirklich das portable Konsolen-Feeling, nicht das Gameboy-Feeling. Und ich finde es gut, aber ich vermisse halt auch ein bisschen die alte Zeit. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich war, als das Ding rauskam, ich war hart gehypt, aber auch irgendwie ein bisschen nervös, ob das wirklich so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und ich glaube, ich habe es in einer anderen Episode schon mal erwähnt, dass Breath of the Wild für mich so das Spiel war, das mich zurückgebracht hat in Singleplayer-Spiele und dass das quasi das Spiel war, also das war für mich dann ein Ding, was ich mitgenommen habe und im Zug gespielt habe und so. Weil es halt einfach ein vollwertiges Konsolenerlebnis war. Also das auszutauschen war einfach der Hammer. Und dass Nintendo da irgendwie, habt ihr ja gerade schon mal gesagt, dass die einfach alle ihre Studios nur noch auf der Switch zu arbeiten hatten, hat auch dafür gesorgt, dass die einfach einen Mörder-Output hatten für die gesamte Generation. Also was die an Spielen rausgepumpt haben, ist wirklich krass. Und ich finde, ich glaube, ich weiß, was du meinst, Tristan. Also irgendwie, es fehlen so die Sachen, die sich eher nach Spin-off anfühlen, die Sachen, die sich eher vielleicht eine Ebene kleiner anfühlen oder so. Ja. Aber auf so irgendwie so gefühlt, so die AAA-Dinger sind da, die AA-Dinger sind da und die ganz kleinen Sachen sind da und so dieser Aspekt, der 3DS, DS-Aspekt oder der Gameboy-Aspekt oder so, diese anderen Sachen sind vielleicht ein bisschen verschwunden. Wobei, so, keine Ahnung, Kirby hat, glaube ich, trotzdem seine 10 Switch-Spiele bekommen oder sowas. Und ja, weiß ich nicht. Also, so viele Reihen haben fast gefühlt ihren besten Teil auf der Switch gehabt. Ich bin immer noch bei Pikmin 4 und finde es überragend, was die da, also die haben endlich eine gute Balance geschaffen oder mal wieder eigentlich, zwischen Hardware, die aber nicht zu teuer ist und trotzdem kompetent genug ist. Und ja, bin begeistert von dem Ding. Also von den Handhelds, glaube ich, die Konsole, an der ich am meisten gespielt habe. Also wahrscheinlich sogar mehr als auf dem Original Gameboy damals. Ja, um da anzuknüpfen, was du sagtest, Tristan, ich habe auch immer das Gefühl, dadurch, dass es so ein bisschen anfällig ist und so ein bisschen die Controller zum Abstöpseln ist natürlich eine coole Idee, aber mir fehlt auch so ein bisschen das Gefühl für die Robustheit. Das Gerät einfach in Rucksack stecken zu können, mitzunehmen, mit rauszunehmen. Da ist irgendwie eine gewisse Hemmschwelle da, die ich auch beim Steam Deck verspüre, was so frühere Geräte irgendwie eher hatten. Die haben sich robuster angefühlt. Klar waren sie auch klobiger, aber ich glaube, das hat damit vielleicht auch ein bisschen zu tun. Und Micha, was du sagtest mit den kleineren Spielen, ich habe immer das Gefühl, auf Handhelds, die Spiele und die Entwicklungen davon waren immer so ein bisschen querfinanziert. Wir haben auch Spiele fürs Handheld gemacht, zum Beispiel, wenn man jetzt so einen Entwickler nimmt, und die konnten da vielleicht ein bisschen experimenteller sein, was Spielmechaniken angeht, so dass wir jetzt vielleicht später eher im Indie-Bereich haben.
wo nicht so viel Absatz gemacht werden musste und deswegen konnte man ein bisschen was ausprobieren. Vielleicht hat das auch damit ein bisschen zu tun, dass man da mal so ein oder andere kreativere Spiele hatte, die sonst auf der großen Konsole nicht funktioniert hätten. Die Kosten waren ja auch geringer. Also ich meine, klar, die werden sowieso mit Jahr zu Jahr teurer. Auch auf dem 3DS waren Spiele natürlich wesentlich teurer als für den Game Boy Advance oder so. Aber ja, das ist ein guter Punkt. Da war das finanzielle Risiko einfach auch geringer. Man hat sich auch ein bisschen was getraut. Man musste auch ein bisschen so, was mir auch tatsächlich fehlt, ist so ein bisschen die Jankiness von damals. Das hatte halt einen eigenen Charme. Ist, glaube ich, schwer zu beschreiben, wenn man das selber nicht erlebt hat. Aber auch, was ich zum Beispiel, wie du gesagt hast, so diese Hemmschwelle, das mitzunehmen, das ist der Fall, weil die Dinger auch, bin ich ehrlich, fürs eigentliche Handheld-Gaming zu groß sind. Das ist perfekte Größe für, ich chill zu Hause auf der Couch, ich chill zu Hause im Bett oder wie Nintendo selber in der Werbung gezeigt hat, ich chill auf dem Klo mit der Switch, alles gut, aber genau so eine Größe, das fehlt auch. Und wir gehen ja auch den immer größeren Weg, wenn wir uns das Steam Deck angucken, Rock Ally und sowas, ne? Die werden immer größer. Deswegen, jetzt zeige ich ja mal, das hatte ich vorhin ja schon gezeigt, ich habe den Gamesir G8 und wenn ich unterwegs spiele, dann packe ich da mein Handy rein, was schon groß ist. Aber, wenn ich das mal im Vergleich zeige mit der Switch, dann ist das schon nochmal ein bisschen kleiner zumindest, ne? So, und ich habe das Ding, mein Handy immer dabei. Das hier kann ich zwar nicht in meine Hosentasche stecken, aber wenn ich unterwegs bin, habe ich auf dem Rucksack, dann ist das drin, das ist robust. Dann packe ich das da kurz rein und habe dann auch nicht so einen wirklich großen Brommer, plus es ist ergonomischer. Das muss ich der Switch auch mal anlassen, die ist überhaupt nicht ergonomisch. So muss das aussehen. Kann man super halten. Aber ja. Das Gefühl hatte ich auch in den paar Augenblicken, wo ich mal eine Switch in der Hand hatte und für länger als 10 Minuten gespielt habe. Ja, schrecklich. Das ist für erwachsene Hände, ich habe jetzt keine Riesenhände, aber für erwachsene Hände ist es schon ganz schön fummelig. Ich habe große Die Hände. Knöpfe sind recht klein und da lag tatsächlich gefühlt mein Razer Kishi schon besser in der Hand, was ähnliches ist wie dein Gamesir. Und was mich auch gewundert hat, dass diese Controller nicht mehr Absatz gefunden haben. Ich meine, klar, das war hauptsächlich für Emulation. Es gibt halt wenig Android-Spiele, die das nativ unterstützen. Ich glaube, Stardew Valley habe ich damals auch damit GTA gespielt. Ja, aber eigentlich ist das so naheliegend. Das ist ein günstiger Controller. Ein Smartphone hat jeder. Ein Smartphone ist von der Hardware eigentlich mittlerweile recht stark, dass es da nicht mehr, also weil jeden, den du fragst, den stört am Smartphone immer die Eingabemethode über den Touchscreen. Und dass das nicht mehr gefruchtet hat, wundert mich eigentlich. Also es gibt schon einen ziemlich belebten Smartphone-Controller-Markt. Also der ist schon, also das ist jetzt nicht so am explodieren, aber da gibt es schon ein bisschen Konkurrenz und funktioniert auch ganz gut, muss ich sagen. Was mich da ein bisschen gestört hat, habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Was mich aber da gestört hat, war, du zockst und nachher ist der Akku von deinem Handy leer. So, und dann hast du halt auch kein Handy mehr. So, und wenn ich jetzt mit meinem R36 zocke und irgendwann ist der Akku leer, dann schmeiße ich das Teil irgendwo an eine Steckdose und kann einfach weggehen. Aber wenn ich mein Handy, dann muss ich das ja auch erstmal aufladen. Das heißt, ich bin auch nicht mehr, man nimmt das ja auch immer mit. Man muss ja auch irgendwie angerufen werden oder WhatsApp oder was auch immer. Aber das benutze ich eigentlich mehr für solche Sachen dann. Ja, das ist ein Argument, das kann ich nachvollziehen. Bei mir ist das Handy. Bei mir ist die Tatsache, dass du auf dem Handy halt andauernd irgendwelche Notifications bekommst. Und ich beim Zocken oder wenn ich einen Film gucke oder so, dann habe ich mein Handy nicht an der Hand und habe da keinen Bock drauf. Und oder wirst angerufen in der Mitte und dann geht das über den Bildschirm drüber und dann. Also, nur so als Hinweis, es gibt die Bitte nicht stören Funktion. Will ich nur anmerken. Das ist einmal wischen, einmal klicken, dann kommt kein Anruf durch, außer man kann auch einstellen, dass wenn einer 2-3 Mal anruft, dann kommt es erst durch, wegen Notfall. Du kriegst keine Benachrichtigung, gar nichts. Will ich nur anmerken. Ja, nee, also mit dem Handy, also ich kann schon ein gutes Stück zocken. Also jetzt, wenn ich unterwegs bin, jetzt keine 5-6 Stunden ohne eine Powerbank dran zu schließen, das nicht. Aber wenn ich mal ein halbes Stündchen in der U-Bahn sitze, dann gehen da 5% Akku weg. Also zumindest bei meinem Handy. Kommt dann natürlich auch immer mal aufs Handy an. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, und was man spielt, wenn man natürlich einfach einen SNES-Emulator oder sowas laufen lässt, dann hält sich das in Grenzen.
Das ist schon richtig, ja. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, die Switch hat das auf jeden Fall verändert, was man sieht, was jetzt seit so, wie lang? 2, 3 Jahren so richtig am Boom ist ja jetzt eigentlich auch das PC-Handheld-Gaming. Ja. Und ich glaube, da gibt es auch außer die Switch 2 kein wirklicher Weg mehr zurück. Ich glaube, die Nintendo wird es sich noch halten können, aber ich glaube, ansonsten ist das klassische Konsolen-Handheld-Gaming tot. Weil Das glaube ich PC, auch tatsächlich. ja, weil PC-Handheld-Gaming ist da zu komfortabel, was diese ganzen eigenen Möglichkeiten angeht. Da ganz kurz zu, also der Mindshare ist, glaube ich, in unseren Bubbles enorm groß, was so PC-Handheld-Gaming angeht, weil die so online führt halt kein Weg dran vorbei, mehr oder weniger. Wenn du dich mit Gaming beschäftigst, dann hast du auch irgendwie schon mal von einem Steam Deck gehört. Es kam jetzt zuletzt eine Schätzung raus zu den Verkaufszahlen dazu. Und die sind noch eher konservativ, also beziehungsweise die sind halt nicht so hoch, wie man jetzt meinen sollte, wenn man die ganze Zeit davon hört. Das Steam Deck, also ich glaube, der PC-Handheld-Markt insgesamt war da unter 4 Millionen. Was halt, wenn du es vergleichst mit Konsolen oder sowas, ist dann halt weniger als die Wii U oder so. Und ich bin ganz bei dir. Also ich glaube auch, dass sich das auf jeden Fall noch weiter ausbauen wird und das gerade auch, wenn da der Moment kommt, dass du es ohne Probleme an einen 4K-Bildschirm anschließen kannst oder so und dann noch komfortabel weiterspielen kannst in der höheren Auflösung. Also Steam Deck 2 vielleicht irgendwann oder so. Dass das noch mal zu einer größeren Explosion führen kann. Aber ich glaube, dass wie du gerade auch schon sagst, also die Switch 2 wird wahrscheinlich einfach auf eine Art und Weise abgehen, wie es vielleicht nur die Switch 1 vorher gemacht hat. Ja, das wird halt der Platzhirsch für Non-PC-Handheld-Gaming sein. Also das prophezei ich jetzt mal mit der Glaskugel. Das wird vor allem die Casuals abholen und die sich intensiver damit beschäftigen. Da führt kein Weg am PC-Handheld-Gaming vorbei. Und ich glaube, das sind die 2 Pfade, die wir haben werden. Und Microsoft geht ja auch schon in die Richtung. Es wird ja jetzt auch gemunkelt, was ich für sehr realistisch halte, dass die nächste Xbox-Konsole basically ein PC wird mit einem Xbox OS oder sowas drauf. Und der Handheld, der kommen soll, wird safe auch in diese Richtung gehen. Ja, ich glaube auch, also ich verstehe schon, was du meinst, Micha, dass wir in unserer Bubble so ein bisschen falsches Bild davon haben, wie groß und wie populär das ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass durch die Switch und durch die eingleisige Verfahrensweise, dass wir jetzt keine 2 Konsolen mehr bei Nintendo haben und dass das jetzt alles mehr oder weniger Hybrid-Konsole ist. Ich glaube nicht, dass wir nochmal irgendwie also bei Sony könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass sie zweigleisig fahren, weil sie halt auch die leistungsstarke Konsole nebenher haben wollen. Bei denen wäre ich mir nicht ganz so sicher, aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, führt das jetzt alles auf diese Hybrid-Konsolen hinaus. Ja, aber ich glaube, durch das Steam Deck gab es schon nochmal einen Boost. Ich meine, wir hatten vorher schon diese Handheld-PCs, die es gab aus China und Japan. Aber ich glaube, dadurch, dass Valve da jetzt eingestiegen ist mit dem Steam Deck, hat das nochmal eine Wahnsinnsaufmerksamkeit bekommen. Klar, ich höre auch immer, ob ich jetzt am Flughafen bin oder sonst irgendwas, dass das ganz viele dann irgendwie Nintendo Switch nennen oder sowas und dass das nicht bei jedem bekannt ist. Aber ja, ich denke schon, dass wir da auf die Richtung weitergehen. Ja. Ich muss mich auch korrigieren, es gibt natürlich noch einen dritten Pfad, nämlich den ja der André zum Beispiel geht. Ich glaube, das wird sich auch noch halten, aber ich glaube, das wird eine Nische bleiben. Diese Retro-Emulationskonsolen, das ist eine sehr gut gehende Nische. Da gibt es ja einige Firmen, die das machen, aber die ja auch immer meistens eine Charge rausbringen, wird verkauft, dann kommt das nächste Modell, das geht ja in einem rasanten Tempo teilweise, wo ich sage, oh, was zur Hölle passiert hier gerade? Aber ich glaube, das wird zum Beispiel, das wird eher eine Nische sein. Ich glaube, da holst du den normalen, nicht technikaffinen Kunden nicht mit ab. Aber ich glaube, das wird auch weiterhin existieren, weil für Emulation ist Android halt effizienter, als wenn du dir einen kompletten PC-Handheld-Gaming holst, weil die ganzen ARM-Prozessoren, die verbrauchen weniger Akku, die sind more lightweight, ne? Selbst ein Steam Deck, ich meine, das ist auch, glaube ich, nee, das ist kein ARM-Prozessor. Steam Deck hat einen x86 64-Bit-Prozessor, ne?
glaube ich. Ja, ein AMD, ja. Genau, und die ARM-Prozessoren sind ja einfach nochmal ein bisschen effizienter. Vielleicht kommen auch irgendwann RISC-V Handhelds raus, die dann noch effizienter sind für Emulation, aber das wird, glaube ich, eine Nische bleiben. Und der Mainstream, der wird von Nintendo dominiert werden. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das passieren wird, weil Switch ist in aller Munde, Switch 2 ist einfach nur more of the same mit besserer Grafik, ein bisschen größer, fertig aus. Finde ich ein bisschen schade, Nintendo war mal kreativer. Aber wenn es funktioniert, verstehe ich es. Und der Rest wird wahrscheinlich PC-Handheld-Gaming sein. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade. Ich habe es damals geliebt, diesen eigenen Charme. Ich glaube, auch an die Zeiten vom Game Boy Color wird auch nichts mehr rankommen. Das war so eine ganz eigener Charme, den es damals gab, weil man auch ein Kind war. Das kommt auch noch hinzu. Werde es vermissen, aber dafür gibt es ja Emulation. Ich glaube, ich habe da noch was für dich. Könnte aber sein, dass du das, also wahrscheinlich kennst du das auch schon. Nämlich, ja, genau, einmal das Ding, was André gerade in die Kamera hält. Aber es gibt quasi ja auch mittlerweile noch vielleicht den vierten Weg da an der Stelle. Und zwar den Indie-Handheld, und zwar das Playdate. Ja. Den mit der Kurbel. Den finde ich auch spannend irgendwie. Der scheint auch ganz gut zu laufen. Ne? Also der hält dich 4-mal über Wasser. Ist jetzt nicht irgendwie so, dass der Millionen absetzt. Und zieht halt auch Entwickler an. So der Entwickler von Papers, Please und Obra Dinn hat sein drittes Spiel halt exklusiv fürs Playdate rausgebracht. Das ist immer noch was mich extrem reizt. Wenn ich das Ding mal irgendwo in einem Sale bekomme oder so, dann würde ich mir das wahrscheinlich nur für das Spiel holen, um das mal auszutesten. Ja, wo wir bei Nischen sind. Ja, genau. Ja. Aber Playdate ist eine absolute Nische. Aber cool, das stimmt. Hatte ich mir auch schon öfters überlegt, das mal zu kaufen, weil das genau diese Handheld-Magie eigentlich auch wiederbelebt. Das ist ein guter Punkt, müsste ich mir eigentlich mal gönnen. Ja, als das angekündigt wurde oder ich es zum ersten Mal gesehen habe, musste ich unweigerlich an die Ouya denken. Kennt ihr die noch? Oh, diese Android-basierte Konsole. Die erste richtige Android-Konsole war was das. Für ein Flop. Mein Gott, ich hätte sie beinahe gebackt damals. Oh Gott, ja, gut, dass ich es nicht getan habe. Ja. Das war... Ja, dann, Steam Deck ist wo vertreten? Ich weiß, bei Micha. Selbstverständlich. Ich habe einen eigenen Kanal dafür. Ja, ich habe tatsächlich erst letztes Jahr zugeschlagen und bin den Weg gegangen, dass ich tatsächlich das günstigste Modell gekauft habe. Ich glaube refurbished von Steam und habe dann einfach die Festplatte erweitert. Ja, das ist jetzt so, glaube ich, der Platzhirsch. Ich meine, wir haben die anderen Geräte von ROG Ally und MSI und so weiter, die alle ähnlich sind, teilweise leistungsstärker, aber was auch hier wieder der Vorteil ist, finde ich, die Ausgewogenheit und dass alles prima aufeinander abgestimmt ist. Und sie haben natürlich den Vorteil von ihrem eigenen Betriebssystem. Was dennoch cool ist, dass man an dem Ding relativ offen dran rumdoktern kann, was Emulatoren angeht. Man hat einen Desktop-Modus, in den man gehen kann. Ich weiß nicht, das hält das Ding vielleicht auch ein bisschen davon ab für den offenen oder den breiten Markt, weil immer noch ein bisschen Gebastel nötig ist. Aber an sich im Großen und Ganzen bin ich wahnsinnig fasziniert davon und habe selten so viel gespielt. Also ich glaube, meine Spielzeit hat sich so sehr gesteigert durch das Steam Deck, dass man einfach zwischendurch spielen kann und ich auch eigentlich große Spiele dazu übergegangen bin, gerne mal Unterbrechungen einfach zu machen und wenn ein paar Minuten Zeit ist, das Ding schnell anzumachen. Bei mir ist es so, dass ich es relativ viel benutze, um zu streamen. Also ich habe hier oben im ersten Stock mein PC und sitze dann aber trotzdem gerne unten auf der Couch und es funktioniert prima in einem ordentlichen WLAN. Und Verarbeitung ist gut. Ich habe tatsächlich so eine Schale gekauft, die ich einfach drüber klipp und dann in einen Rucksack stecke. Mittlerweile ist da auch die Hemmung, von der ich vorhin gesprochen habe, so ein bisschen weggegangen, das Ding einfach mitzunehmen. Und mag es auch super gerne in der Mittagspause einfach mal eine Runde zu spielen. Im Moment spiele ich Fallout New Vegas drauf und läuft prima. Ja, ich nutze meins tatsächlich auch als PC, wenn ich in der Heimat bin. Also ich habe einen Dock dafür, schließe dann
Monitor, Tastatur, Maus dran an und nutze es so zum Browsen für YouTube und halt, um so ein bisschen zu zocken. Bin dann ab und zu dann auch im Discord oder so. Funktioniert ziemlich gut. Also ist jetzt natürlich kein vollwertiger Laptop und wie bei vielen anderen Sachen ist man halt so ein bisschen in der Performance eingeschränkt, gerade wenn man dann noch dran zocken möchte in Auflösungen, die über die native Auflösung hergeht. Aber insgesamt funktioniert das erstaunlich gut. Ja, ich hatte zum Beispiel auch vorher das, wie heißt das, Steam, diese Streaming-Box, hilft mir gerade. Steam Link. Genau, Steam Link. Vorher am PC, am Fernseher unten hängen, weil da keine Konsole mehr ist und habe darüber gestreamt. Und das hat im Prinzip das jetzt auch ersetzt. Ich habe eine Dockingstation und da packst du es dran und spiele dann quasi die PC-Spiele, die großen, über Streaming auf dem Fernseher unten. Oder wenn halt der Fernseher belegt ist, kann man das Ding einfach abziehen. Das ist halt genial. Ja. Ja, also im Großen und Ganzen, ich bin echt begeistert davon, wie gut das funktioniert, auch von der Akkulaufzeit vollkommen okay, ist natürlich abhängig davon, was man damit macht. Aber das funktioniert schon echt gut. Also es ist auch ein prima Gesamtpaket, finde ich einfach. Ich habe das zum ersten Mal gesehen und dachte, wie groß und klobig ist es überhaupt? Und es sieht halt überhaupt nicht danach aus, als würde es sich irgendwie gut anfassen, wenn man so mal einen PlayStation-Controller daneben hält mit seinen Hörnern und der ergonomischen Form. Aber tatsächlich, als ich es dann mal in der Hand hatte und es sah auch erst aus, als wären die Knöpfe sehr, sehr weit außen am Gerät, aber es liegt tatsächlich für große Hände gut in der Hand und macht einen guten Eindruck von der Verarbeitung auch, ja. Ich weiß nicht, hast du, Micha, das OLED-Modell? Ja, ich hatte auch erst das LCD-Modell und habe mir dann das OLED gekauft, als es rausgekommen ist und das alte verkauft. Und wenn ein Spiel HDR und so unterstützt, dann sieht das einfach so schön aus, gerade bei Indie-Spielen oder so. Ori and the Will of the Wisp ist zum Beispiel eins, das auch mit sehr hohen FPS läuft dann auf dem Ding. 90 FPS Screen, 90 Hertz Screen und du kannst, also es sieht wunderschön aus. Ja, da bin ich auch so ein bisschen, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht gleich auf ein OLED-Modell gegangen bin. Das war, wann kam das OLED-Modell raus? 23? Ich glaube 2 Jahre später. Ja, doch, 23. Ich hätte letztes Jahr schon Gebrauchtes bekommen können. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich keine OLED-Variante gekauft habe. Bei euch, Tristan, André, reizt euch das oder seid ihr glücklich mit? Ich hatte ja bis vor kurzem noch die Switch. Bin zwar PC-Spieler, muss aber sagen, dass ich PC-Spiele hauptsächlich mit Maus und Tastatur spiele und nie so richtig in diese Controllersteuerung reingekommen bin. Ich liebäugel da immer wohl mal mit, aber was mich bei dem Gerät auch ein bisschen stört, ist, das hat dieselben Probleme, sag ich mal, wie jetzt auch ein PC, sag ich mal. Dass du auf dem PC und dann ja im Steam Store Spiele unterschiedlichster Qualitäten hast und nicht jeder PC jedes Spiel auch ordentlich spielen kann. Und wenn du jetzt ein Handheld kaufst wie die Switch oder sei es irgendein anderes Handheld, wofür diese Spiele dann gemacht werden, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass die laufen. Also, dass die auch in einer ordentlichen Qualität laufen, weil die Spiele extra für dieses Gerät gemacht werden. Und du doch schon, wenn du ein Spiel hast, was jetzt ein bisschen mehr Leistung frisst, so wie jetzt Monster Hunter, hatte Michael ja letztens ein Video drüber, dass das dann eher schwierig ist auf dem Gerät. Das heißt, dass du immer gucken musst, läuft das Spiel, was du dann auch spielen willst, auf dem Gerät. Und wie gesagt, ich habe hier einen PC zu Hause und würde das dann eher da spielen. Ja, das ist auch das, was ich eben meinte mit, es ist halt immer noch ein bisschen Gebastel und ein bisschen rumprobieren nötig, ein bisschen Informationen einholen. Es gibt natürlich prima Webseiten oder YouTube-Kanäle, die da Tests machen und gucken, wie gut manche Spiele laufen, wo man sich informieren kann, aber es ist halt nötig, sich darüber zu informieren. Steam selber hat zwar diese Steam Deck Certified, dieses Label im Store, aber selbst das ist nicht hundertprozentig aussagekräftig und garantiert dir nicht ein superflüssiges Spielerlebnis zum Beispiel.
Und dadurch, dass halt normale PC-Spiele darauf laufen, hast du halt auch dementsprechend die Einstellungsmöglichkeiten und bist gezwungen, da dran zu gehen. Das ist richtig. Es hat natürlich die ganzen Nachteile, die das PC-Gaming hat, allerdings auch die entsprechenden Vorteile. Klar, das ist richtig. Ja. Bei mir ist es so, ich brauche kein Steam Deck. Wenn ich ein Steam Deck hätte, würde ich wahrscheinlich 99% der Zeit zu Hause spielen. Deswegen habe ich mir auch den unter anderem den G8 gekauft. Ich mache halt lokales Cloud Gaming, beziehungsweise auch online, mit bei mir selber aufgesetzt mit Sunshine. Ich habe einen Sunshine-Server bei mir drauf. Ich habe meinen Computer so eingestellt, dass ich den von der Ferne aus starten kann, also komplett Strom weg, Strom an, über Smart Home. Und wenn er halt keinen Strom hat und Strom bekommt, fährt er halt hoch und ist dann direkt bereit, dass ich mich verbinde. Das heißt, ich kann auch, wenn ich woanders bin, auch daran arbeiten, weil ich hatte auch lange überlegt, ich habe lange Zeit ein Chromebook benutzt und mich darüber verbunden und konnte damit auch arbeiten. Jetzt bin ich nochmal auf ein Android-Tablet gewechselt, was halt primär tatsächlich fürs Arbeiten ist. Das stelle ich mir hin, verbinde eine Maus und Tastatur dran, verbinde mich über Cloud, also über Cloud in Anführungszeichen. Ich verbinde mich halt direkt auf meinem Computer, der zu Hause ist. Dann kann ich arbeiten, ich kann auch spielen. Gut, wenn ich unterwegs bin, dann muss ich auf 60 Hertz reduzieren und ein bisschen die Auflösung runterschrauben. Zumindest auf dem Tablet, auf dem Handy kann ich in der nativen Auflösung mit 60 Hertz spielen und HDR tatsächlich. Das habe ich letztens mal probiert, wo meine Frau Schlittschuhlaufen war und ich hasse Schlittschuhlaufen, aber ich begleite sie trotzdem und dann habe ich mich mal 5 Minuten dahingesetzt. Einfach über 5G hatte ich vollen Balken, Computer zu Hause angemacht, verbunden, habe dann ein bisschen Star Wars Jedi Fallen Order gespielt. Mit HDR in 60 Hertz immerhin. Mehr ging nicht, dann hat es geruckelt. Hat wunderbar funktioniert. Und zu Hause kann ich voll 120 Hertz, 144 Hertz draufballern. HDR ohne Probleme, alles auf Maximum. Ich habe hier 6 Gigahertz WLAN, also Wi-Fi 6E habe ich hier aufgebaut. Egal wo ich bin, ohne Probleme kann ich spielen. Deswegen brauche ich kein Steam Deck. Das ist meine Version. Ich habe zwar mit dem Handy einen kleineren Screen, aber Widescreen. Das hat das Steam Deck nicht. Ja, wenn ich unterwegs spiele, von meinem PC spielen will, dann kann ich das übrigens auch mit diesem tollen Gerät. Da läuft nämlich Moonlight drauf. Und so könnte ich dieses Gerät auch mit meinem PC verbinden und dann auch auf meinem kleinen Gameboy hier Elden Ring spielen oder so. Star Citizen. Star Citizen, genau. Würde ich wahrscheinlich nicht machen. Aber nicht genug Knöpfe. Genau. Ist schon schwierig. Also wenn ich wirklich mobil spielen will, dann sind es meistens auch alte Spiele. Also ich muss sagen, ist bei mir auch so. So diese krassen Spiele von heute, die spiele ich lieber am PC. Also in meinem Spielebereich. Und das Mobile Gaming ist für mich wirklich so eine Art Indie-Spielgegend. Alte Pokémon-Spiele oder jetzt, wie gesagt, Balatro spiele ich ganz viel an diesem kleinen Ding. Sachen, die man halt auch gut unterwegs spielen kann, ohne die man gut mit dem Controller, mit dem Stick, mit diesem Steuerkreuz spielen kann, solche Sachen. Weil für das genaue Zielen, da war ich schon immer ein Mauskind. Ja, Tristan noch gerne erst. Ich wollte gerade sagen, das ist ja das, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Diese Spiele damals für die Handhelds sind auch auf Handheld-Gaming ausgelegt. Deswegen zum Beispiel, wenn ich Moonlight benutze, dann benutze ich das in Anführungszeichen stationär, wenn ich im Bett liege oder wenn ich mal irgendwo wirklich weiß, ich sitze jetzt eine halbe Stunde. Nicht, wenn ich im Zug bin und jederzeit gehen müsste, das Spiel ich spiele, wo ich auch einfach pausieren kann, einfach wegmachen kann. Das geht ja mit den meisten PC-Spielen gar nicht. Und wenn, dann pausiere ich und die ganze Zeit rattert bei mir zu Hause der Rechner und zieht 1000 Watt gefühlt. Und das ist halt unterwegs. Da spiele ich eigentlich auch nur Emulation. Pokémon aktuell. Pokémon Feuerrote Edition ist so mein To-Go-Spiel aktuell, wenn ich unterwegs bin. Und das funktioniert einfach auch besser. Ich bin da nicht ganz bei dir mit, ich will das am Computer spielen. Ich bin halt ein Faulenzer. Ich liebe es, im Bett oder auf der Couch zu zocken. Ich bin ein Konsolenkind. Das heißt, ich habe da eh keine Probleme mit. Aber wenn ich wirklich unterwegs bin und jederzeit irgendwo umsteigen muss oder so, dann brauche ich ein Handheld-Game, was ich einfach klicke, es pausiert, fertig und kann ich in einer halben Stunde später oder so wieder einfach starten. Ja, dann hat jeder so seine Lösung gefunden. Ich meine, da sind natürlich einfach andere Geräte,
was auch theoretisch alles mit Steam Deck geht, aber da findet jeder seine persönliche Lösung, hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Habt ihr sonst noch irgendwas, was wir jetzt vergessen haben, was wir nicht abgedeckt haben an Handheld-Geräten? Das ist eine gute Frage. Ja. Wir sind abgedeckt. Ich will überlegen, ob ich noch irgendeine kuriose Geschichte habe. Der Wonderswan Collar. Ja, es gibt natürlich zig nischige Geräte, gerade aus Mitte der 90er, alles was so nach dem Game Boy kam, da wollten viele aufspringen mit kruden Experimenten. Da haben wir natürlich jetzt nicht auf jedes einzelne Gerät sind wir nicht eingegangen, sondern die großen Namen. Der Handheld der 90er, das Tamagotchi. Ja. Stimmt, das haben wir ausgelassen. Ich hatte nie eins. Ich hatte einen aus Tamagotchi. Ich hatte eins mit dem Dino, aber die wurden nachher in der Schule verboten. Echt? War das bei euch so? Weil sie einmal ja, die wurden nachher verboten, weil haben. Ja, ständig wurde, weil wieder irgendein Tamagotchi Hunger hatte und so, und dann hatte ich schon gesagt, das geht hier nicht. Dann wurden die verboten. Und die musste mir das auch wieder geheim holen, weil meine Eltern das nicht wollten, dass ich eins habe. Was ich jetzt verstehen kann. Aber es gibt ja auch den inoffiziellen Nachfolger der Tamagotchis, der auch so mehr oder weniger Handheld ist. Man konnte es mit in der Hand halten. Furbies. Das hatten wir damals auch. Oh ja. Das war auch Handheld-Gaming. Vor allen Dingen sehr hässliches Handheld-Gaming, ja. Die Geräusche immer. Jetzt, die frühen 2000er waren schon schräg, ja. Ja, das ist Wilder Westen gewesen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die nette Runde. Wir werden auf jeden Fall gucken, was sich da tut, also mit Micha und mir, was Steam Deck angeht. Sie haben ja schon gesagt, Sie wollen erst ein Steam Deck 2 bringen, wenn es wirklich nennenswerte Fortschritte gibt. Es wird vielleicht noch ein bisschen auf sich warten lassen, aber die Switch 2 ist ja am Horizont. Das ist auch interessant zu verfolgen, was da auf uns zukommt. Da bin ich gespannt. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Eindrücke und Geschichten und bedanke mich auch natürlich bei euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Falls ihr irgendwie Kritik oder Lob habt, lasst uns das gerne hören auf eurer Podcast-App oder natürlich bei Spotify oder YouTube. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und noch eure Geschichten eurer Handhelds teilen wollt, könnt ihr das auch gerne tun auf unserem Discord-Kanal. Den Link packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Dann könnt ihr in unseren Discord joinen und da mit uns weiter quatschen. Habt vielen Dank, einen wunderschönen Abend, liebe Mitpodcaster, und eine wunderschöne Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal in aller Frische. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Macht's gut.